Hallo, wir sind die Ärzte aus Berlin. Aus Berlin. Die Ärzte sind die beste Band der Welt. Punkrock? Alle ein bisschen bekloppt, aber cool. Schon ganz lange dabei. Sie nehmen sich selber nicht ernst. Queer, bunt, Punk. Sie sind halt so, wie sie sind und das macht sie sympathisch. Ausgelassen, fröhlich, lustig. Zu meiner Jugend haben sie dazugehört. Durchgeknallt. Unkonventionell. Live übertreffen die alle anderen, die ich je gesehen habe. Die Ärzte sind halt cool irgendwo, ne? Einfach perfekt. Die beste Band der Welt. Die beste Band der Welt. An den Ärzten kommt man heute nicht mehr vorbei. Nicht jeder liebt sie, aber jeder kennt sie. Und das weit über das ursprüngliche Zielpublikum hinaus. 1982 noch mit dem Spirit des Punks gegründet, haben sich die Ärzte inzwischen einmal quer durch alle Musikgenres und in die Herzen mehrerer Generationen gespielt. Wir sind halt so der kleinste gemeinsame Nenner, weißt du, so blöde Musik wie wir machen. Wir sind die Besten. In ihrer Karriere haben die Ärzte um die 20 Platten veröffentlicht und mindestens doppelt so viele Hits geschaffen. Jedes Jahr wird der Erfolg ein Stückchen überlebensgrößer, jedes Jahr wachsen mehr Ärztefans nach, jedes Jahr werden die Konzerte ausverkaufter. Wir sind in Norddeutschland sehr beliebt und sogar in Baden-Württemberg sagt man, dass wir Fans haben. Selbst Leute, die uns wirklich scheiße finden, kennen Songs von uns. Und zwar nicht nur die Titel, sondern auch die Melodien und Textzeilen. Das ist immer eine schöne Genugtuung. Ja, das ist immer ganz großartig. Der Zwang zum Mitsingen. Ich mag die nicht, aber ich habe solche Sehnsucht. Scheiße. Oh, ich hab solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Mit einem Mix aus Rotznäsigkeit und Charme, aus Albernheit und Cleverness sowie jeder Menge Humor und Selbstironie zeigen die Ärzte seit Jahrzehnten erfolgreich, dass man sich in der Musikwelt an keine Regeln halten und schon gar nicht erwachsen werden muss. Nee, wir sind uns erwachsen geworden, so die äußere Hülle zum Beispiel. Wie wird man eigentlich die Ärzte? Wieso sind die Ärzte inzwischen fast Konsens, wo sie doch einst sämtliche Sittenwächter und Jugendschützer in Angstzustände versetzt haben? Warum haben die Ärzte sich eigentlich aufgelöst und wie oft wollten sie sich tatsächlich auflösen? Alles über Punk und Nicht-Punk-Sein, über Provokation und Penela-Humor, über Freundschaft, Musik und Moneten. Die unglaubliche Geschichte einer unglaublichen Band in einem 2-stündigen Masters im MTV Masters Die Ärzte. Die beste Band der Welt. Es erwartet Gottes Lohn, wer sich bemüht im Leben schon. Die Ärzte als Geschmackshüter der deutschsprachigen Rock- und Popmusik weilen inzwischen länger unter uns, als viele Ärztefans alt sind. Was die Band selbst am meisten überrascht. Das ist völlig irreal. Also, wie soll ich sagen, es gibt so quasi zwei Ärzte. Es gibt einmal die Ärzte, die jetzt gerade passieren und die sind halt total aufregend. Und dann gibt es so Stücke, die habe ich geschrieben in einer Zeit, an die ich mich kaum noch erinnern kann. So, und das waren aber auch schon Ärzte. Das ist dann schon etwas seltsam. Daran stellt man fest, dass man sehr alt geworden ist. Da merke ich es natürlich auch, weil ich versetze mich während des Konzerts in Trance und in ihn, in Farin Urlaub. Das hilft dann dem alten Körper, der hier sitzt, dem alten Sack, dem Hautsack, so ein Konzert zu überstehen, weil dieser Körper schmerzt viel mehr als der. Mögen die Glieder schmerzen und die Hüllen verfallen, die Ärzte bleiben trotzdem jung. Keine andere Band könnte in diesem Alter Songs wie Zitroneneis oder Teenagerliebe voller Inbrunst schmettern, ohne dabei peinlich zu wirken. Den Ärzten nimmt man das aber jederzeit ab. Wie machen die das also? Was ist das Geheimnis? Wie können diese 3 ominösen Gestalten immer noch so cool sein wie vor über 20 Jahren? Die Ärzte, was ist das eigentlich? Das kann ich vorstellen. Rottblöd, Fehlerblöd und Farin Männer sind Schweine. Hallo? Guten Tag, wir sind die Ärzte. So, jetzt erstmal los, ja? Mal festhalten. Ich denke mal, wir vereinigen alle Menschen mit gutem Geschmack auf uns. Ich will auch sagen. Wir sind uns eine Tradition von Goethe und Schiller. Wir machen das, was wir wollen, schon immer. Tanzen und lesen, das sind Dinge, die die Ärzte ausmachen. Unser Charakter ist durch den Erfolg wirklich überhaupt nicht verdorben. Kein Stück, nicht so ein Stück. Nee. Dieser immense Erfolg ist wirklich ein Fluch. Wir sind immer noch die netten, sympathischen, unantastbaren Golfspieler von dem.
die einzig echten, die einzig wahren Mainstreamer sind die Ärzte aus Berlin, ist das klar. Dass uns jetzt ziemlich egal ist, was andere Leute denken. Wir machen unsere Musik. Wir haben ja eigentlich schon alle Grenzen gesprengt, die man sprengen kann, und jetzt sprengen wir halt noch ein paar mehr. Wir sind, was den Rock angeht, Militaristen. Sprengmeister des Rocks. Wir sind das Oktoberfest unter den Bands mit den Songs vom Oktoberfest. Also ich denke, dass es an der Zeit ist, dass die Menschen erkennen, dass wir eines der höchsten deutschen Kulturgüter sind. Weil wir die Besten sind. Die Besten, der Allerbesten. Und noch ein bisschen besser. The most vielseitig Punkband in the whole wide world. Vielseitig. Ein Wort, das die Ärzte schon mal sehr gut umschreibt. Und Punkrock natürlich auch, obwohl das immer wieder diskutiert wird. Sicherlich alles eine Frage der Definition. Now for me, punk rock used to be to always do what I fucking want, you know what I mean? Einige Leute ist Punk zum Beispiel in Talkshows rumsitzen und über Gott und die Welt reden. Für andere ist Punk irgendwie in seiner eigenen Scheiße liegen und sich dabei in die Hosen pullern. Ich denke... Aber gegen das System. So, for me, punk rock is to break free and to break free. Als sich die Ärzte vor rund 25 Jahren gründen, bedeutet Punksein definitiv noch ausbrechen und das zu tun, worauf man Lust hat. Ausgerechnet musikalisch schränkt sich die Punkszene diesbezüglich zusehends ein. Als echt gilt nur der politisch Eindeutiges von sich gibt. Man sagen immer nur gegen Staat und Bullen und das hat uns tierisch gelangweilt. Wir hatten überhaupt keinen Bock, in diese Polithorn zu stoßen, wo die ganzen anderen Bands reingestoßen haben zu der Zeit. Wir haben sehr, sehr viel unterhalten außerhalb der Band und dann gemerkt, dass wir was ganz anderes wollten. Ich kann aus heutiger Sicht nachvollziehen, dass Leute uns in diesem Kontext einfach nicht ernst nehmen wollten, weil für sie war Musik dann immer Politik. Und wir haben das halt mit Absicht ausgeklammert. Zwar war Punkrock natürlich eine Initialzündung und ganz toll und ganz wichtig für uns, aber wir wussten, dass da mehr in uns steckt. Ich war 84 damals beim Konzert der Ärzte in der Fabrik. Die Ärzte waren dann noch nicht die Teenie Bravo Band, sondern sie bewegten sich eigentlich in so einem Punk-Umfeld. Es gab Punkbands damals, die haben eigentlich nur über politische Themen gesungen. Oder eben diese Fun-Punk-Bands, die nur über Alkohol und Saufen irgendwie gesungen haben. Und die Ärzte waren immer so dazwischen. Die waren halt irgendwie anders. Nach der Tu was immer du willst Devise sind die Ärzte streng genommen mit ihren absurden Sounds und Stücken wie Mein Teddy oder Zum Bäcker mehr Punk als alle sogenannten Echtpunks. Sie wenden sich sowohl gegen das Establishment als auch gegen die Szene, in der sie sich bewegen. Das ist auch schwierig, weil natürlich Stücke wie Mein Teddy dann zu singen und in einem besetzten Haus vor lauter Typen zu stehen mit Iro und so Stachelhaaren und sehr wenigen Frauen. Und so ein Lied zu singen, das ist natürlich dann schon... Vielleicht legen wir jetzt mal kurz einen Treppenpogo hin, um das zu beweisen. 1, 2, 3. Ja, okay. Von der Einstellung her sind die Ärzte ganz klar Punk. Sie gehen aber weit über die eng gesteckten Grenzen hinaus. Sie verpassen dem Punkrock etwas, was damals so nicht üblich war und bis heute stets mit den Ärzten verbunden wird. Humor. Und zwar jenseits von Saufen und Feiern, dafür aber garniert mit einem gehörigen Schuss Albernheit und Selbstironie. Wir haben Humor erfunden, ja. Es gab also so relativ früh am Anfang, schon bei den ersten Konzerten gab es schon diese wirklich bescheuerten Ansagen und Rededuelle. Die gab es ja schon, weil aus der Not geboren sind. Ja, die sind auch aus der Not geboren. Ein Stern am Himmel der Alleinunterhalter ist aufgegangen. Mr. Farin Urlaub. Hoffentlich geht der Stern auch bald wieder unter. Und dann haben wir halt da gespielt und ich sag mal, der größte Teil des Publikums war uns nicht freundlich gesinnt. Also die kannten uns eh nicht. Und dann kamen wir da mit unserem kruden Punkrock und dann haben wir halt irgendwie Ansagen gemacht, um die Leute noch mehr gegen uns aufzubringen. Also so der Klassiker zum Beispiel so, ihr findet uns blöd oder ja, gut, wenn ihr jetzt richtig klatscht nach dem nächsten Lied, dann gehen wir wirklich von der Bühne. Haben die Leute natürlich wirklich geklatscht und wir so, danke, 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 na gut, dann spielen wir noch 10 und sagten, wir wollten nicht von der Bühne gehen, wir wollten einfach draufbleiben. Und bevor sie uns lünchen, haben wir sie halt noch so ein bisschen beschimpft. In diesem ewig währenden Krieg, Band gegen Publikum, Publikum gegen Band, haben wir einfach nicht aufgegeben. Ja, also und wir hatten die Mikros.
war tatsächlich so. Also wirklich, die Leute haben uns teilweise wirklich gehasst. Also da sind Sachen auf die Bühne geflogen, vollgepisste Flaschen und sowas. Also teilweise wirklich schon. Und wir haben stur das Ding durchgezogen. Von absurden Auftritten in grotesken Gewändern über aberwitzige Liedtitel und Songtexte bis hin zu einer völligen Verballhornung des eigenen Schaffens ist der Ärzte-Humorkosmos bis heute nicht wirklich greifbar. Allein mit Spontan-Performances und Interviewentgleisungen ließe sich ein ganzes Masters füllen. Sarah, wenn du dich mal so ordentlich durchnudeln lässt, was hörst du da am liebsten? Ärzte. Unsere nächste Single heißt Rock'n'Roll über Mensch. Yo, man, yo. Check it out. Davon einen Haufen Remixe. Yo. Ja. Also die Creme der Creme. Ja. Er hat Creme gesagt, Bruder. Der Pizza hat Kentucky Fried Chicken. Jetzt haben so ein paar Low Spirit Leute und so. Yo, Low Spirit, yo. Hang loose. Das haben alle möglichen Leute. Soundsystem zum Beispiel. Oh, Soundsystem, yeah. Was heißt das? Jetzt ist ein Berliner Ausdruck für jetzt. Und es heißt, weil es gab ja schon mal eine Platte, die hieß Die Ärzte früher. Einfach unglaublich scheiße. Sarah, wen findest du besser, die Toten Hosen oder die Ärzte? Ärzte. Das ist auch das, selbst Leute, die uns total... Wie mögt ihr eure Eier? gekrault. Aber die Sachen von kurz danach, also von kurz nach früher bis jetzt. Ey, sag mal, bin ich voll, Drecksäue. Na geil, Popel. Die Fahrerin ist jetzt unsichtbar geworden, sagen wir jetzt einmal. Ey, dann lass mal die Frage mit dem Unsichtbaren, Jan, und du sprichst aus dem Off. Was würdet ihr eigentlich machen, wenn ihr unsichtbar wärt? Naja, ich würde halt MTV-Interviews machen den ganzen Tag. Karin, du bist ja unsichtbar. In der Tat bin ich das. Naja, ich glaube, ich mag es lieber als Spaß. Fick dich. Und mir juckt die Schnauze. Ich hab schon Gold aus dem Mund. Guck mal an den Tüten. Die Ärzte nehmen nichts und niemanden ernst, vor allem nicht sich selbst. Sie heben sich damit wohltuend von all den Zeigefinger schwingenden Künstlern dieser Republik ab. Problematisch an 25 Jahren lustig sein ist, man hat irgendwann schon mal jeden Gag gebracht. Es gibt tatsächlich so eine Highlights, dass ich mir wünschte, wir könnten die einfach... Also das würde sich gar keiner daran erinnern, wir könnten die jetzt immer wieder machen. Also wir hatten mal eine Konzerteröffnung, da bin ich auf die Bühne gegangen mit Frack und Zylinder, also so ein Chapeau-Clac. Alles sehr abgerissen. Hab dann so gesagt, ja, hallo, ich bin der große Bauchredner sowieso und hab dann ein Mikrofon mir an den Bauch gehalten. Macht der Nacht, war das. Und dann hat Bela hinterm Vorhang so eine Ansage gemacht. Das war so stumpf. Und die Leute echt so, oh, ist das stumpf. Und ich hab mich beömmelt. Bauchredner-Ansage, der alte Trick. Okay, du bist natürlich, du machst den Mund und ich spreche, ja? Nee, umgekehrt. So. Oder? Nee, ist schon okay. Du kannst mir vertrauen. 1, 2, 3, 4. Hallo! Ich bin doof. Aber das macht gar nichts. Denn ich habe ein Gemächt von der Größe des Kölner Doms. Mann. Die Ärzte haben jede Menge Spaß, machen, was sie wollen und haben Erfolg damit. Das war natürlich nicht immer so. Aller Anfang ist schwer und mit vielen Widerständen verbunden. Wie aus kleinen, mittellosen Knallköppen große, reiche Knallköpfe werden, wie autobiografisch die Single Junge ist und wie übereifrige Zensurbehörden die Ärzte an den Rande des Ruins treiben, gleich bei MTV Masters Die Ärzte. Die Punkband, die irgendwie auch nicht so richtig Punk ist, aber dafür mindestens doppelt so viel Humor hat wie andere Zeitgenossen. Seit Jahren manövrieren sich die Berliner geschickt um jegliche Greifbarkeit herum. Wie alles begann und wie alles so groß wurde, wie es heute ist, jetzt beim zweistündigen MTV Masters Die Ärzte. 4 Jahre sind seit der letzten Studioplatte Geräusch vergangen. Eine halbe Ewigkeit im Pop-Business. 4 Jahre, in denen Bela, Farin und Rod sich verstärkt um Solopläne und private Angelegenheiten gekümmert haben. Das Lebenswerk Ärzte wurde zunehmend zur spaßbremsenden Arbeit. Lange Zeit war gar nicht klar, wie und ob es die Ärzte überhaupt noch weiterhin geben würde.
alle waren so ein bisschen müde auch. Und, die Geräusch war auch ein Album, was ja relativ einen langen Schwanz hinter sich zog. Also eben Tournee. Klar, Doppelalbum, doppelt so lange Touren. Ergibt ja Sinn. Man kam eine Best-of, es kam, ich weiß nicht, was alles rauskam von den Ärzten. Und es wurde irgendwann zu viel. Und so, mal abgesehen davon, dass wir natürlich an all diesen Mechanismen insofern beteiligt sind, weil wir selber unsere eigene Plattenfirma sind. Das alles hat sehr, sehr viel mit Arbeit und sehr, sehr wenig mit Kunst zu tun. Das hat auch hin und wieder mal zu Spannung geführt innerhalb der Band. Tatsächlich beschleicht in dieser Phase die Ärzte so etwas wie Ermüdung. Man funktioniert nur noch. Die eigentliche sprudelnde Kreativität weicht Routine und einer gewissen Ernüchterung. Die Notbremse zog dann Farin in Urlaub. Der hat gesagt, er will ein Jahr in Urlaub fahren. Als es dann losging, war Bela am Anfang sehr skeptisch, hat sich dann aber in seine Soloaktivitäten gestürzt und Rott macht sowieso immer was. Und tatsächlich war das sehr gut, weil wir insgesamt dadurch zwangsmäßig eine Pause hatten für die Band. Total cool, mal wieder so ein bisschen zu reflektieren, ein bisschen drüber nachzudenken, so was will man eigentlich, so, was will man selber für sich, wie sieht man die Band noch oder wie stellt man sich vor, was man ändern könnte, damit es wieder Spaß macht und nicht irgendwie wie so eine Arbeit wird. Und dann kam ich zurück und wir haben natürlich nicht gleich weitergemacht, sondern haben erstmal darüber geredet, ob wir überhaupt weitermachen und wenn ja, wie. Es wäre im Rahmen des Möglichen gewesen, dass irgendjemand sagt, kein Bock mehr und dann hätte man zumindest darüber nachgedacht. Wir haben dann uns einfach so ein Limit gesetzt, indem wir gesagt haben, wir wollen ein Konzert spielen. Das war das Konzert am 31.12. in Köln. Und bis dahin wollten wir uns wieder zusammengerauft haben, uns unterhalten haben, wie es mit den Ärzten überhaupt weitergeht. Ich weiß nicht, ob das Liebe ist. Ich weiß nicht, ob das Liebe ist. Und das war dann auch ganz gut, dass wir vor diesem Silvesterkonzert halt eben zusammen geprobt haben, uns auch Zeit dafür genommen haben zu proben und einfach auch wieder miteinander umzugehen. Das war total wichtig, dass wir das gemacht haben, weil so waren wir auf uns selbst gestellt, uns dreien und haben wieder Spaß aneinander gehabt und uns wieder Bock aufeinander gehabt und gesehen, dass es eigentlich nur was ganz Einzigartiges ist, dieses Ärzte-Ding. Und jetzt New and Improved, die Ärzte. Junge, warum hast du nichts gelernt? Das erste Lebenszeichen dieser wiederentdeckten Liebe zur Band gibt es im September 2007. Junge heißt die erste Single vom aktuellen Album Jazz ist anders. Das dazugehörige Video wurde prompt zensiert. Sowas ist den Ärzten immerhin seit 1987 nicht mehr passiert. Der gibt dir eine Festanstellung. Aber es war jetzt nicht irgendwie so, oh, wir provozieren oder so, Quatsch. Carbon Zombie-Videos sind auch keine Provokation. Ich dachte, dass das so lustig ist und so in offenbar krassem Widerspruch zu diesem absurden Text steht, dass jeder merkt, so hier wird keine Gewalt verherrlicht, hier wird einfach nur ein Schwachsinnsvideo abgefeiert. Und das sollte die FSF ganz anders sehen. Es war plötzlich eine ellenlange Liste. Am Anfang ging es um 3 Szenen und plötzlich war eine ellenlange Liste von also quasi der ganze Video. Sachen, die beanstandet waren. Kann man ja gleich sehen. Die Gesichter der Zombies, die Augen der Zombies. Bela hat dann die Zensur zusammen mit unserem Grafiker gelöst und da war ich echt deplättet, als ich das gesehen habe. Das Blut wurde blau gefärbt, das war noch relativ einfach zu lösen. Und dann, dann entspannt sich halt so eine Sache. Wie wär's mit Blümchen, wie wär's mit kleinen Comicfiguren, wie wär's mit Schrifttafeln, mit folgenden Texten und so weiter und so. Da haben wir uns da ausgesponnen. Ungewöhnlich für die Meister der Dichtkunst, die schon mal gerne auf Rock'n'Roll Alien bewerkstelligen reimen, ist die Tatsache, dass der Text von Junge gegen jedes vernünftige Metrum verstößt und sich so gar nicht reimen mag. Im Refrain ja schon, allerdings wirklich mit Hängen und Würgen, Lärm und Sterben und so. Ich fand die Originalsätze, also das sind ja alle Klassiker, 1000-mal gehört, ich fand die einfach viel schöner, als wenn ich die jetzt noch gereimt hätte. Dann wäre viel von der Kraft verloren gegangen. Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert, wäre das nichts für dich? Ich saß da und hab mich beömmelt. Also vor allen Dingen auch die Rhythmik. Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert. Ich meine, das ist einfach, so kann man nicht singen und schon gar nicht, wenn man eigentlich aus einer Punkband kommt. Und gerade deswegen muss das sein. Thematisch auf jeden Fall ein Volltreffer. Sowohl für die Jugend als auch die Elterngeneration der Ärztehörer nachvollziehbar. Der erste Ton der Ärzte nach 4 Jahren, so ein Song wie Junge,
der vielen vielleicht aus der Seele spricht. Und immer deine Freunde. So wie dem Autor und Komponisten Farin Urlaub. Dessen Erziehungsberechtigte sind damals gar nicht begeistert, als der Sohnemann nach genau einem Tag Uni feststellt, dass Studieren definitiv nichts für ihn ist. Was eigentlich viel öfter thematisiert wurde, ist das, was jetzt in Junge auch mal auftaucht. So, also gar nicht, wie du aussiehst und ständig dieser Lärm, das fanden sie alle ganz okay, aber so, wann lernst du denn mal was richtig? Wann fängst du endlich an zu studieren? Jetzt mach doch mal was aus deinem Leben. Und haben wir gesagt, na, bis mir das einfällt, mache ich erstmal noch weiter Musik. Aber das war eigentlich von mir nie geplant als irgendwie abendfüllend, respektive lebensfüllend. Und meine Familie hat auch irgendwie größte Bedenken gehabt und haben die auch ziemlich oft lauthals geäußert. Was machst du denn da? Warum machst du das denn auf? Habe ich gesagt, mach das auf! Bei mir war das so, dass ich erstmal unterstützt wurde von meinen Eltern. Insofern, dass ich halt einen Übungsraum bekam, dass ich dann mich entschloss, Schlagzeuger zu werden. Aber als ich dann Musiker werden wollte, da waren sie doch recht unglücklich. Und so, dann habe ich halt, also dem zuliebe, dann nach mehreren abgebrochenen Ausbildungen, habe ich dann eine Ausbildung durchgezogen, die Ausbildung des Dekorateurs. Was soll ich denn machen? Ich habe keine Ahnung, keine Idee. Und irgendwann war ich dann reich. Da habe ich gesagt, na gut, dann bleibe ich halt dabei. Meine Eltern haben schon als die erste Ärzteplatte draußen war, Debil, die einen Plattenvertrag hatten, einen Vorschuss bekommen umsonst. Meine Mutter hat mich trotzdem angeguckt und gesagt, willst du nicht doch wieder arbeiten gehen? Nee, Mutti, wollte ich nie. Jetzt hast du es. Ja, ich bin immerhin enterbt worden, deswegen. Finde ich auch sehr lustig. Wenn du nichts Vernünftiges lernst, dann ich sehr. Bevor aber angedrohte Enterbungen mit einem Achselzucken abgeschmettert werden können, muss erst noch einiges passieren. Ein kleiner Zeitsprung ins Jahr 1981. Bela und Farin, beide längst vom Punk infiziert, leben noch weit entfernt voneinander in gutbürgerlichen Elternhäusern am Rande des geteilten Berlins. Ich war der erste Punker in Frohnau. Frohnau ist ein sehr wohlbehüteter Bezirk im Norden West-Berlins. Ich wurde halt oft beschimpft und überhaupt nicht verstanden und die Leute hatten noch ein bisschen Angst vor mir, obwohl ich irgendwie klapprige 16 war. Und es gab natürlich in der ganzen Umgebung nichts, wo man Punkmusik hören konnte, abends, also außer eben zu Hause. Und dann sind wir mal ins Ballhaus Spandau gefahren. Es gab nicht so viele Läden, wo halt die Musik lief, die halt damals am spannendsten war. Und dann sind wir halt da halt hin und mussten halt an einer ganzen Menge Phil Collins vorbei, bis dann diese Stunde Punkrock anfing. Dann hat man da Pogo getanzt. Wenn dann irgendwie von Stiff Little Fingers Doesn't Make It Alright lief, dann waren vielleicht 30, 40 Leute auf der Tanzfläche. Und das heißt, man kannte sich dann schon so ein bisschen. Hat man halt auch irgendwann angefangen, sich zu unterhalten, weil ich Punker, du Punker, da sehe ich doch Parallelen, wie Phil sagen würde. Ob der Legende nach die beiden nun beim Pogen aneinander geknallt sind oder ob sie sich beim Pinkeln getroffen haben, ist heute nicht mehr ganz rekonstruierbar. Auf jeden Fall ist man aufeinander aufmerksam geworden. Der erste Eindruck, also da war ein tiefgebräunter, blonder, 1,94 Meter Hühne, der immer am Lachen war. Dabei gab es nichts zu lachen. Ich meine, wir waren Punkrocker, wir hatten nichts zu lachen. Ja? Wir hatten zwar haben alle noch bei Mutti gewohnt, aber Lachen war außerhalb von Muttis Reichweite definitiv nicht cool. Er war ein sehr gut gelaunter, lustiger Punk. Aber der war auf jeden Fall extrem gut drauf. Und wir waren auch gut drauf, sagten wir damals so. Das war Jugendspieke. Ich fragte ihn, was er dann so macht. Und er meinte, ja, ich spiele in einer Band, aber wir suchen noch einen Gitarristen. Und das war tatsächlich so ein einfacher Satz. Und ich so, die Suche ist jetzt zu Ende. Weil war auch klar, dass der jetzt keinen Jazzrock macht, so wie der aussah. Farin Urlaub hatte eine Gitarre und hatte auch noch einen uralten Verstärker und ist dann, glaube ich, die Woche darauf zu uns in den Übungsraum gekommen. Von Frohnau nach Spandau, was eine halbe Weltreise war. Trotz dieser widrigen Begleitumstände steigt Farin als Gitarrist in Belas damalige Punkkapelle Soylent Grün ein. Heute würde es wahrscheinlich ganz anders laufen. Heute würdest du erstmal Demos anhören und sagen, ist das denn die Richtung, die ich gehen will? Ich würde noch gerne ein bisschen Industrial reinbringen. Aber damals war es halt so, wir haben halt irgendwie Krach gemacht. Und der Krach, den die gemacht haben, war für mich auch super. Und ich habe dann meinen eigenen Krach mitgebracht und der war dann auch für die super. Der gemeinsame Krach erweist sich allerdings als doch nicht so kompatibel. Soylent Grün bewegen sich genau in die Polit-Punk-Richtung, mit denen weder Farin noch Bela so richtig was anfangen können. In Soylent Grün gab es auch die Lobby, die dann sagten, wir müssen Songs gegen die Bullen machen. Kleiner Textauszug, Ratten haben kurze Beine, so wie alle Bullenschweine. Das wussten wir damals schon, dass das total wohl ist, die Aussage. Also da prallten schon lustige Punkerwelten aufeinander. Ich bin dagegen. Was aber viel wichtiger ist, mit Bela und Farin finden sich zwei Seelenverwandte, obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Auf der einen Seite der dauergrinsende Alkohol- und Drogenabstinente blonde Popzyniker, auf der anderen der dunkle, mit der Aura der Gefahr umgebene Grufti-Rockromantiker. Ich habe ihn dann immer zum Bus gebracht, wir haben sehr, sehr viel unterhalten außerhalb der Band und dann gemerkt, dass wir was ganz anderes wollten. Und zwar war also so ein wichtig
nach außen zu gehen mit etwas ganz Besonderem, also dieses Podium Bühne zu benutzen für unseren Quatsch. Das war schon so, dass wir auch humormäßig am meisten harmoniert haben. Er kam dann an mit so Songs, ich glaube, Kleine Kinder schmecken gut, verpackt in einem schönen 50er Jahre Pop-Song. Das war einerseits so abstoßend vom Text, aber so süßlich im Pop vorgetragen, dass das was Besonderes war. Da haben wir uns dann so getroffen, lyrisch. Also gab es auch noch, der Papst macht eine Deutschlandreise und Reagan zeigt seinen Pint, doch mir ist das so egal, die Liebe macht mich blind. So eine Reime hat er dann einfach, finde ich, so geiler Typ. Wir haben es am Anfang auch echt richtig dicke gemacht, also wir sind auch noch zusammengezogen und haben halt einfach 24 Stunden am Tag zusammen verbracht. Wir wollten dasselbe und haben uns halt blind verstanden. Er hat was gesagt, ich habe sofort verstanden. Zwei 17-Jährige, die an der Bushaltestelle stehen und darüber lamentieren, wie sie halt die gesamte Popgeschichte auf den Kopf stellen. Die anderen beiden in der Band waren halt schon ein bisschen eher so, ja, wir haben eine Message und wir so, ach ja, Message, mein Gott. Und dann brach die Band halt irgendwann auseinander. Es war halt sehr, sehr klar, dass wir beide weitermachen. Soylent Grün werden also aufgelöst und 1982 die Ärzte gegründet. Für den Bass wird ein alter Schulfreund von Farin dazugeholt, der den Spitznamen Sani verpasst bekommt und praktischerweise auch noch einen Proberaum hat. Farins und Belas Vision, die Popwelt um ein interessantes Kapitel zu bereichern, wird in Form von unzähligen schrägen Stücken, die man zu der Zeit schreibt, in die Tat umgesetzt. Wir haben uns auf Bands wie Diane and the Belmonts oder The Undertones oder Buzzcocks berufen. Und die Comedian Harmonists. Und haben dann irgendwie so, ja, im Prinzip schon in der Tradition des kleinen grünen Kaktus über Unwichtiges gesungen. Er trinkt Bier. Ich trink Vollmilch. Die ersten Lieder, die veröffentlicht wurden, waren auf einem Sampler, der eigentlich dem Alkohol gewidmet sein sollte, nämlich ein Vollrausch in Stereo, 20 schäumende Stimmungshits, 1 Pfennig pro Platte an Harald Junke. Also lustiger geht's kaum, noch die Geburtsstunde des Fun-Punks. Mit ihrer Entscheidung, weder die linkspolitische Punksparte zu bedienen, noch ununterbrochen übers Feiern zu singen, machen sich die Ärzte anfangs wenig Freunde. Für Punk sind sie zu lieb, aber für Pop zu böse. So zwischen den Stühlen hängend, weiß keiner diese neue Band so richtig einzuordnen. Die Ärzte waren halt tatsächlich eine Reaktion und deshalb tatsächlich waren wir auch dann wirklich absolut nicht beliebt. Es gab halt auch keine Band, wo man gesagt hat, die Ärzte klingen ja wie. Dann war so, die Ärzte, die klingen wie die Ärzte. Es ist halt einfach so, dass wir in den 80ern definitiv ja nicht diese Akzeptanz hatten von außen. Wir waren eine niedliche Band, aber nicht durchgehend niedlich. Und das hat die Leute halt auch verwirrt. Hey, du kleine Tittenmaus, kommst du heute zu mir nach Haus? Es gab Anfeindungen, aber die Leute, die uns angefeindet haben, hatten uns dann meistens noch nicht live gesehen. Und wenn sie dann kamen, dann war das irgendwie so, wir waren so entwaffnend, scheiße albern und auch wirklich schlecht und so und haben diese Dinge, ja, wir sind Popstars, so jämmerlich durchgezogen, dass die dann, also im ungünstigsten Fall hatten sie Mitleid und im günstigsten Fall haben sie den Witz halt verstanden und haben mitgelacht. Und dann sagt es, oh Mann, okay, das ist wirklich der Sonderweg. Das ist eine Alternative zu dem ganzen immer Faust in die Luft und immer Leben ist so schlecht und Bullen sind die Letzten. Ist ja so, aber ich meine, muss man ja nicht immer singen, oder? Womit sie mich dann komplett überzeugt haben damals war halt der Trommeltanz, den sie halt damals fest im Set hatten von George Kranz, ein ganz schreckliches Lied. Und die haben damit nicht aufgehört. Also das wäre ja okay gewesen, wenn sie es nur angespielt hätten. Aber sie haben das wirklich immer wieder. Es ging immer länger, das Stück. Und noch eine Strophe und noch eine Strophe. Und dum da da, dum dum du dusch. Und dann spätestens da fingen so die ersten an zu gehen. Und ich war da total begeistert. Ich dachte, oh, wow, super Band. So, die verarschen sich selbst und die verarschen das Publikum vor allen Dingen, was sich sonst vorher eigentlich keiner so richtig getraut hätte. Zum kruden Masterplan von Bela und Farin gehört es, dass sie Popstars imitieren und einen Größenwahn an den Tag legen, den sich selbst Superstars erstmal hart erarbeiten müssen. 1987 gipfelt diese augenzwinkernde Übertreibung in dem selbstverliehenen Zusatz die beste Band der Welt. Schon viel früher, nämlich 1982, wird die ohnehin schon schwer irritierte Berliner Punkszene bei Konzerten komplett vor den Kopf gestoßen. Es gibt halt diese Begebenheit, wo wir im Besetzereck, das war eine Kneipe in einem besetzten Haus, Treffpunkt auch für Autonome. Und da haben wir halt gespielt und da standen wir dann zum ersten Mal auf der Bühne, das war einer unserer allerersten Konzerte und haben gesagt, wir haben ein Poster
dem nächsten Poster in der Bravo. In der Bravo zu stehen war so dermaßen absurd, weil das gab es damals nicht. Also später standen dann auch Neubauten und irgendwie noch viel absurdere Bands als wir in der Bravo. Wir waren halt Punks, die wir erzählt haben, so ja, wir werden irgendwann mal Popstars und kriegen wir die ganzen Mädchen und die ganzen Punks so, aha, ein guter Witz. Mir zumindest haben sie damals das Gefühl gegeben, die nehmen sich nicht wirklich ernst. Fand ich halt so geil, dass eine Band irgendwie so dermaßen eine Chutzpe hat, irgendwie zu behaupten, dass sie die Besten sind und sie wollen Rockstars werden und sie wollen von Teenagern gelebt werden und sie wollen in die Bravo. Ich will in die Bravo. Ironie des Ganzen, die Bravo wird tatsächlich auf die Ärzte aufmerksam, die zu diesem Zeitpunkt gerade mal eine 4 Songs umfassende Mini-LP vorweisen können. Ein Redakteur mit Vorliebe für neue Punkbands kriegt genau diese Platte in die Hände und bringt den Stein ins Rollen. Da hat er diese 3 Urlaubswochen dazu genutzt, uns kurzfristig in 3 Ausgaben der Bravo reinzunehmen. Also da und hat da so einen Kult geschaffen und plötzlich hatten Teenies die Ärzte auf dem Schirm. Also ganz plötzlich. Wir waren wirklich eine unbekannte Punkband, die irgendwie so vor sich hingestümpert hat. Und dann gab es so Hochglanz-Bravo-Poster von uns. Das war so, also wir fanden das so lustig. Weil es war einfach ganz offensichtlich, dass wir keine Boyband oder sonst was sind, keine Teenie-Band. Um aber genau so rüberzukommen, werden die Gute-Laune-Punks Bela, Farin und Sani stylingtechnisch etwas modifiziert. Sehen wir die ersten Bravo-Fotos von uns, das ist unglaublich. Da wurden wir dann geschminkt von der Freundin von ihm. Da hat unser Bassist Lila Rouge, ich kann nur sagen, ich hatte Glück, dass ich so ganz lange schwarze Haare hatte. Die hatte ich zum Glück alle im Gesicht. Da hat man ja nicht gesehen, dass ich auch lila Lidschatten hatte und so ein Scheiß. Wir sahen aus wie die Village People. Aber wir haben natürlich gerne auch mit diesem Bravo-Ding gespielt und haben erst später, also sehr viel später gemerkt, dass das auch totale Nachteile hat. Wir wollen echte Punker sein, da lacht doch jeder Mann. Wir abgefuckten Bravo-Punks, der kotzt mich nur noch an. Erstmal führt die mediale Berichterstattung zu einer absurden Situation. Leute glauben aufgrund der Bravo-Artikel reiche Superstars vor sich zu haben, während sich Bela und Farin gerade mal so über Wasser halten können. Denn Geld gibt's bis dato nur von einigen Konzerten. Wir haben nicht gut gelebt und sicherlich auch sehr, sehr, sehr genügsam. Aber ich wollte halt auf gar keinen Fall mehr arbeiten gehen. Also, Existenzängste was us. Ja, und dann einfach irgendwie, weiß ich nicht, drauf geschissen, haben eine sehr super cheapo Sozialwohnung und halt mit einem Metroausweis deiner Mutter irgendwie Kartoffelbrei in solchen Dosen und Fischstäbchen in solchen Riesenpackungen gekauft und fertig. Fertig war der Mut zum Überleben. Genau, dass wir keinen Skorbut gekriegt haben in der Nibelstraße ist echt ein Wunder. Der Vorteil der zunehmenden Bravo-Berichterstattung ist, dass endlich auch große Plattenfirmen auf die Ärzte aufmerksam werden. So ist es die CBS, die die Ärzte letztendlich ins Studio holt und mehr oder weniger unabsichtlich deren erste LP ermöglicht. Nehmt eure 3 kommerziellsten, besten Nummern auf und dann bringen wir eventuell eine Single raus. Mal schauen und dann sehen wir ja, ob das weiterläuft. Dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, realistisch gesehen, wir haben ja keine 3 besten Nummern, wir haben nur gute Nummern und haben dann gegangen und haben 10 Songs aufgenommen. 10 Songs aufgenommen. Und die 10 Songs und dann kamen in einer Woche. In einer Woche und gemischt. Inklusive Mischen. Das fanden die dann total erstaunlich. Und dann haben wir noch 3 weitere Songs aufgenommen. Haben sich so überlegt, billige Band, waren wir auch. Abgemischt. Und dann hatten wir den Deal eigentlich erst. Also das war alles irgendwie, die haben nicht sehr an uns geglaubt, wir haben uns da eigentlich reingekämpft in die Plattenfirma. Wie die Szene, aus der die Ärzte kommen, versteht auch die eigene Plattenfirma die Band nicht im geringsten. Ist aber egal. Unbeirrt und mit dem Wissen, anders zu sein als der deutsche Durchschnittspop zu der Zeit, gewinnen die Ärzte bald zahlreiche Fans und es entsteht ein Personenkult, der seinesgleichen sucht. Und das war alles so hanebüchen. Da haben dann Mädchen im Zelt gegenüber übernachtet auf der Wiese irgendwie und ihre Graffitis in den Häusern hinterlassen. Das war alles so, das war wirklich strange. Es gab kreischende Schulkinder, wo wir hinkamen, tatsächlich. Und wir haben 15.000 Platten verkauft. Also da konnte man mit ganz viel Mühe und Not von sich ernähren. Miete zahlen war schon eigentlich zu viel. Und also wir waren berühmter, als wir erfolgreich waren. Das war eine total bizarre Situation. Es war so ein Hunger nach Kult, irgendwie dabei zu sein, wenn diese drei Knalltüten groß werden. Gehen Sie an mir vorbei. Die Reaktion aus meinem Freundeskreis war eher so, wir kennen den doch. Wir wissen doch, wie der eigentlich ist. Warum klatschen da Leute, wenn der singt? Die konnten das überhaupt nicht verstehen, weil die wissen halt irgendwie, was wir für Flitzpiepen waren, privat. Und wenn dann so die Flitzpiepe da steht und dann kreischen Mädels, dann sagen deine Freunde hinterher, was ist mit denen passiert? Hat doch mit dir nichts zu tun. Mit
Mittlerweile finden aber diese Flitzpiepen auch in zahlreichen anderen Medien statt. Zwar sind die ersten beiden Platten Debil und Im Schatten der Ärzte bei Erscheinen noch mäßig erfolgreich, aber mit jedem Auftritt wächst die Popularität der Band. Bei Konzerten spielen sich Szenen ab, die man in der Art bis dato fast nur von den Beatles kannte. Ich erinnere mich wirklich an Konzerte, wo wir auf die Bühne gekommen sind und dann sind Mädchen ohnmächtig umfallen. Und das ist dann schon, da denkst du so, wow, was geht denn hier ab? Wir waren halt Idole, haben aber selber nie Idole gehabt, weil wir kamen ja wieder eben aus dem Punkrock, so Kill Your Idols und No More Heroes Anymore und so, und dann bist du selber sowas. Und am Anfang gehst du halt ja nicht damit um, verweigerst dich einfach und denkst so, hey, hier, lass mich in Ruhe. Ob gewollt oder nicht, die Ärzte sind auf dem besten Wege, die Popstars zu werden, die sie immer sein wollten. Welche Probleme so ein Erfolg mit sich bringt, welchen Stress es mit Bassist Sani und den Zensurbehörden gibt und warum es 1988 zur Auflösung kommt. Wir mussten uns 88 auflösen, weil wir mussten ja irgendwie die Revolution in der DDR leiten. Das alles im dritten von 6 Parts bei MTV Masters, die Ärzte. Die Ärzte spielen bereits 4 Jahre nach ihrer Gründung in einer Liga, die keine andere deutsche Band aus dem Punk jemals gesehen hat. Farins und Belas ewiges Kokettieren mit dem Popstartum ist längst Realität. Mit zunehmendem Erfolg gibt es aber verstärkt Probleme mit Bassist Sani. Dieser hat sich bis dahin schon immer sehr zurückgehalten, was den kreativen Input bei den Ärzten betrifft. Als er dann aber noch versucht, Farin und Bela vorzuschreiben, was richtig und falsch für die Band wäre, ziehen sie die Konsequenzen. Also er war nicht von Anfang an so, wie er dann über die Jahre geworden ist, aber er hat zum Schluss was gesagt, wo wir einfach nicht drüber hinwegsehen konnten. Die Band darf nur noch auf Tour gehen, wenn er gerade Semesterferien hat, weil wir studieren und so weiter. Also wurde immer absurder. Sani wird also aus der Band geworfen. Die Ärzte sind nur noch zu zweit und inszenieren sich dementsprechend als Duo. Für anstehende Live-Konzerte wird allerdings Hagen Liebing als neuer Mann am Vierseiter engagiert. Hagen war ein sehr, sehr netter Mensch, der auch sehr, sehr lange, länger als wir beide irgendwie in der Punkszene zugange war und in Bands gespielt hatte und so. Hat aber weniger Zeit mit seinem Instrument zugebracht als wir beide. Hat sich da sehr gut eingefügt und lässt sich wahrscheinlich am besten mit dem Wort harmlos bezeichnen, sodass wir mit ihm sehr gut klarkamen. Ich war in Kairo und auch am blauen Nil war ich schon einmal. Sanis Rauswurf tut dem Erfolg der Band überhaupt keinen Abbruch. Es geht weiter steil nach oben. Ausgerechnet die Leute der Plattenfirma der Ärzte kriegen das gar nicht mit. Oder sie wollen es nicht. Glaub mir, ich fand sie wunderschön. Die haben mal geguckt, so ja okay, die Band schreibt keine roten Zahlen, so gut, dann dürfen sie noch ein Album machen. Aber die haben sich überhaupt nicht für uns interessiert, die haben uns nicht verstanden. Das war am Anfang so, wenn wir ins Büro kamen in Frankfurt, weil da war damals die CBS, dann haben sich die Sekretärinnen hinterher beschwert, wie ungewaschen wir aussehen. Die wollten uns nicht die Hand geben und so. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn du denkst, ey, hallo, aber unser Geld nehmt ihr gerne. Erst als es dann für das Live-Album einen Dreifach-Gold-Award gab, wo wir dann jeder unseren Dreifach-Gold-Album bekommen haben, da tauchte dann plötzlich die gesamte Chefetage auf, um dann auf diesen Gold-Award ihre Kokslines zu ziehen. Oh. Der Vorteil war tatsächlich, wir hatten absolute Narrenfreiheit. Schlaf, mein Kindchen, schlaf jetzt ein am Himmel. Dieses zur Schau gestellte Desinteresse trägt sicher auch mit dazu bei, dass gewisse Ärzte-Songs auf Tonträgern landen, die sowohl der Band als auch der Plattenfirma gehörig Ärger einbringen. Die Band gibt es so lange und ein Teil unseres Images rührt natürlich aus den 80ern auch von den Initiierungen her. Aber das war damals keine Absicht und das wäre so billig, wenn man das jetzt mit Absicht machen würde. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften wird zuerst auf den Song Geschwisterliebe vom 87er Album Die Ärzte aufmerksam. Autor Farin Urlaub dekliniert darin auf fantasievolle Weise das Wort flachlegen, allerdings in Kombination mit einem Geschwisterpaar. Geschwisterliebe wurde zu Hause nicht so richtig thematisiert. Ich glaube, also meine Eltern sind sehr verklemmt. Ich glaube, das war ihnen einfach unheimlich. Ich habe das Lied geschrieben, da war ich 15. Da war ich weit davon entfernt, schon mal sexuelle Erfahrungen selber gemacht zu haben. Das war einfach so flachlegen, was für ein tolles Wort. Ich habe mich total beömmelt über das Wort flachlegen. Leg ich dich flach, flachlegen, flachgelegt. Mal abgesehen davon, dass wir Zensur wirklich also auch als überflüssig empfinden oder ist natürlich Geschwisterliebe erfüllt einfach einen Straftatbestand. Ich konnte die Art der Urteilsbegründung nie ganz nachvollziehen. Trotzdem denke ich natürlich auch inzwischen,
jetzt wo ich Patenkinder habe, so, will ich denen das Lied jetzt vorspielen und dann zur Diskussion einladen? Nachdem wegen Geschwisterliebe die komplette Platte auf den Index gesetzt wird, werden die bis dahin veröffentlichten Ärzte-Tonträger ebenfalls auf Anzüglichkeiten untersucht. Fündig wird man beim ersten Album Debil, das mit dem Schlaflied und Claudia hat einen Schäferhund gleich 2 angeblich jugendverderbende Kandidaten vorzuweisen hat. Unter abenteuerlichen Begründungen wird auch diese Platte indiziert. Zwar wird in der 3. Strophe auf die Gefahr des Verharzens hingewiesen. Wo ich so denke, wie kann ein Richter sowas schreiben und nicht einen Lachkrampf kriegen? Wie kann das im Namen des Volkes geschrieben werden und alle sagen, ja, das ist richtig so. Da wird auf die Gefahr des Verharzens hingewiesen. Entschuldige mal, ist Hundesperma harzig? Also wie kennen die sich denn aus? Ich wusste das ja nicht, hat sich einfach nur gereimt auf Arzt. Interessiert die humorresistenten Behörden aber nicht. Und weil man gerade so schön am Verbieten ist, werden auch gleich noch das Ärzte-Logo, ein paar Tourplakate und noch ein weiterer Tonträger indiziert. Die Ärzte sind damit die meist zensierte Band der westlichen Welt. Natürlich waren wir irgendwie echt, ich sag's jetzt mal, stolz wie Bolle. Ja, hallo. Dass da Leute demonstriert haben gegen uns und Frauengruppen sich verbrüdert haben mit CSU-Gruppen und keine Ahnung. Aber so in Wirklichkeit hat es uns natürlich erstmal gar nichts gebracht. Zum damaligen Zeitpunkt weiß keiner so richtig mit einer Indizierung umzugehen. Indizierte Produkte dürfen weder öffentlich beworben noch an Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden. Nicht jeder Plattenladen hält sich daran, bis plötzlich bei Überprüfungen Verkäufer verhaftet werden oder saftige Geldstrafen aufgebrummt bekommen. Daraufhin haben die Plattenhändler entsetzt reagiert, weil das kannten sie noch nicht, haben die ganzen Ärzteplatten zurückgeschickt. Von wegen so, oh, die Band, die man nicht anfassen darf. Damit waren wir mal eben unserer Lebensgrundlage beraubt. Da ging es dann um so profane Dinge wie, wenn wir jetzt irgendwie anfangen müssen zu arbeiten, aber eben um zu überleben, können wir dann noch die Band so richtig fortführen. Das war tatsächlich die Überlegung. Da haben wir halt versucht, viele Live-Konzerte zu spielen, was aber aufgrund der Indizierung nicht so einfach war, weil viele Veranstalter uns nicht wollten, wir waren die Schmutzigen. Wir haben auf unserer letzten Tournee 8 bis 10 Anzeigen bekommen, als wir das Lied noch gesungen haben. Dann hat sich das halt ziemlich gewandelt und dann hat es sogar einen sehr positiven Effekt für uns gehabt, nämlich das, was vorher völlig lächerlich gegen uns gearbeitet hat, nämlich, oh Gott, die machen so schlimme Texte, war dann so, ey geil, die machen verbotene Sachen. Wenn er dieses Lied singt, macht er sich strafbar und das wollen wir nicht, nein! Da bist du ja quasi schon ein Kleinkrimineller, wenn du zum Konzert gehst und das ist natürlich cool. Im Nachhinein hatten wir dann natürlich so ein Märtyrer-Image, eigentlich auch schon, was noch viel größer wurde, nach unserer Auflösung. Was sind halt die Jungs, die sich gerade gemacht haben in der Öffentlichkeit für ihre Ideale, freie Liebe mit Hunden und so. Was halt so Ideale sind, jetzt wissen wir, wie es geht. Wir können schlüpfrige Tatbestände so auf dem Album unterbringen, dass sie zwar irgendwie sagen, aber sie können es nicht indizieren. Aber abgesehen davon, dass natürlich, weiß ich nicht, dass wir natürlich schon also einen größeren Spielraum haben, auch für Provokationen, die, weiß ich nicht, die dann wirklich auch gar nicht so wahrgenommen werden als Provokation. Ein Song namens Schunder ist ja eigentlich auch eine unverblümte Aufforderung zur Gewalt. Und trotzdem hat sich da niemand dran gestört. Die Leute schmunzeln dann dazu, sagen, ach Mensch, geil, ja klar, logisch, einfach mal richtig wieder zurücksemmeln. Das bringt's doch. Immer mitten in die Fresse rein. Es ist wirklich seltsam, Leute, die in den 80ern gegen uns demonstriert haben, die einigen sich dann schon auf uns. Trotzdem sehe ich uns nicht als Konsensband, sondern tatsächlich denke da eher, dass die Leute da entspannter geworden sind. Die unentspannten Moralapostel der späten 80er schaffen es zum Glück nicht, die Ärzte zu verwüsten. Das kriegt zu diesem Zeitpunkt nur die Band selbst hin. Mit zunehmendem Erfolg und den einhergehenden Verpflichtungen machen sich langsam Abnutzungserscheinungen breit. Das ist ja so ein fließender Übergang. Du machst halt so Musik. Und das ist nicht dein Lebensziel, das ist auch nicht dein Job oder so. Du machst halt Musik, weil das ist cool und du weißt eh nicht, was du mit deinem Leben anfangen willst. Und irgendwann merkst du so, die Musik ist so erfolgreich, dass es so was Ähnliches wie ein Beruf wird. Also so mit richtig Verpflichtung. Es ist natürlich so, dass das natürlich außerhalb von diesen gemeinsamen Zielen und dieser Motor, der uns da antreibt und dieses gemeinsame Arbeiten irgendwie so, dass es natürlich auch noch zwei private Persönlichkeiten gibt und die sind natürlich sehr weit auseinandergedriftet. Wir sind uns zwar fast immer einig, aber eben doch nicht immer und dann hast du plötzlich so die ersten Diskussionen, dann hast du mal richtige Streits, weil beide wollen das Beste für die Band, aber jeder denkt halt, dass das Beste irgendwie so aussieht oder nein, das sieht so aus. Und dann holt dich sozusagen das Leben ein, so wie das ja auch in der Ehe eigentlich ist, denke ich mal. Als wir das dann so mehr und mehr erlebt haben, ist die Freundschaft so ein bisschen auseinandergedriftet, weil wir sonst die Band verloren hätten. Klar, dass wir dann also so auch nicht so viele Gemeinsamkeiten hatten, dass sich immer mehr in Richtung Musik reduzierte, was nicht schlimm war, weil es ja riesengroß ist. Deshalb sind wir nach
1 oder 1,5 Jahren wir zusammen gewohnt haben, auch wieder auseinandergezogen. Mussten schließlich alle auch unsere eigenen Erfahrungen machen. Was nicht heißt, dass wir uns hassen oder irgendwie sowas, aber wir können nicht, nachdem wir eine Platte aufgenommen haben, auf Promoreise waren und dann noch auf Tour gehen, ist es schwer, noch die Woche danach gleich wieder 5 Konzerte zusammen zu besuchen. Es liegen also keine offensichtlichen persönlichen oder kreativen Differenzen vor. Trotzdem oder gerade deshalb fasst Farin Ende 1987 einen folgenschweren Entschluss. Es war tatsächlich so, dass Farin zu mir kam, also wir waren zusammen im Urlaub auf Zypern und er sagte, wollen wir uns nicht auflösen? Wir waren damals wirklich auf dem Weg, ganz erfolgreich zu werden. Das wäre doch total absurd, wenn wir uns jetzt auflösen. Und alle sagen, wie kann man sich denn jetzt auflösen? Es hatte wirklich was damit zu tun, einfach was Unerwartetes zu tun. Irgendwie eine Sache jetzt mal zu beenden und auf zu neuen Ufern. Die Leute haben uns echt für unzurechnungsfähig erklärt. So, warum denn jetzt? Hasst ihr euch so? Nee, wir sind die besten Freunde. Wir haben einfach das Gefühl, dass es jetzt cool wäre, sich aufzulösen. Aber einer der Gründe war mit Sicherheit, dass wir uns selber in so eine Ecke reinmanövriert haben. Wir dachten halt, okay, der Ärztekosmos ist relativ eng gesteckt. Und wir hatten schon Lust, neue Sachen auszuprobieren, wie man ja an Depp Jones und King Kong dann auch gesehen hat und Sumpf. Aber wir haben gedacht, dass das im Ärztekontext nicht möglich wäre. Die Ärzte starten zu ihrer bis dato längsten Tour überhaupt. Überall ausverkaufte Hallen und weinende Teenager, die den Entschluss noch gar nicht fassen können. Am 9. Juli 1988 steht die beste Band der Welt in Westerland ein letztes Mal live auf der Bühne. Fast 3 Stunden lang werden nochmal alle Hits der knapp 7-jährigen Karriere gespielt. Der letzte Song im Set heißt "Was hat der Junge doch für Nerven?". Und obwohl wir zu dem Zeitpunkt sehr erfolgreich waren und immer erfolgreicher wurden. Und dann ich meine, als das Live-Album rauskam und da plötzlich Platin ging, irgendwie so diese Rumpelmucke, irgendwie so, das war schon, da gab es trotzdem nicht die Überlegung, unsere Entscheidung nochmal rückgängig zu machen. Alle Proteste, alle Briefe, alle Hoffnungen der Fans sind vergebens. Die Entscheidung steht fest. Die Ärzte sind Geschichte. Wie es doch noch weitergeht, seht ihr gleich nach der Werbung im 4. Teil von MTV Masters, die Ärzte. ...1982 gründen die beiden Punks Bela B. und Farin Urlaub die Ärzte mit dem Plan, die Popwelt neu zu definieren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten aufgrund einer nicht genau einzuordnenden Szenezugehörigkeit spielen sie sich schnell in die Herzen tausender Teenager und schaffen bis heute gültige Klassiker wie Zu spät, Westerland oder Teenagerliebe. Selbst Zensurbehörden oder Personalprobleme am Bass können die Ärzte nicht stoppen. Das schaffen nur sie selbst. Wie die Geschichte der besten Band der Welt weitergeht, erfahrt ihr jetzt im 4. Teil des MTV Masters, die Ärzte. Ist das alles? 1988 lösen sich die Ärzte zum Entsetzen ihrer Fans auf und hinterlassen allgemeine Ratlosigkeit. Zwar schmeißt die Plattenfirma, die mittlerweile bemerkt hat, was für eine erfolgreiche Band sie da unter Vertrag hatte, ein Ärzteprodukt nach dem anderen auf den Markt, Farin und Bela sind aber längst schon mit ihren Nachfolgeprojekten beschäftigt. Zu eng ist den beiden der Spielraum im Ärztekosmos geworden, zu einfach das Erreichen von Erfolgen. An eine Reunion verschwendet keiner der beiden einen Gedanken. In dieser Zeit haben Bela und Farin, die beiden Freunde von damals, nur noch wenig Kontakt miteinander. Beide stürzen sich in die Arbeit mit ihren neuen Bands, nehmen mehrere Platten auf und gehen auf Tour. Allerdings mit mäßigem Erfolg. Wir hatten irgendwie Konzerte in der Stadt und da waren 150 Leute. Und die Konzerte waren auch echt geil. Also da ist jetzt keiner gegangen, die Leute sind wirklich durchgedreht. Und dann kamen wir ein Jahr später und dann waren es nur noch 80 Leute. Und dann dachte ich so, waren wir denn so scheiße? Aber so, uns wollte keiner hören. Und dann muss man auch immer mal die Konsequenz ziehen und sagen, naja gut, wenn es keiner hören will, dann ist es vielleicht... Also man kann sich selber schmeicheln und sagen, wir sind unserer Zeit voraus. Also man kann einfach sagen, vielleicht ist es einfach nicht gut genug. Finanziell hätten sowohl Farin als auch Bela locker von den Tantiemen ihrer alten Platten leben können. Aber ausgerechnet der Mann, der die Idee hatte, die Ärzte aufzulösen, hat jetzt die Idee, wieder anzufangen. Denn Farin will unbedingt weiter Musik machen. Bevor ich Bela dann diesen Brief geschrieben habe, habe ich erstmal probiert,
ob ich überhaupt noch Ärztestücke schreiben kann. Und das erste Stück, was ich gemacht habe, hat mich selber echt bestürzt, weil es war wirklich richtig schlecht. Und dann habe ich noch ein paar gemacht und dann dachte ich so, da sehe ich doch eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und dann habe ich Bela das halt vorgeschlagen. Seine erste Reaktion war, nee. Ich hatte ja vorher in einem Interview, das ich auch noch auf Kassette besitze, mit dem Orchard, geschworen, dass es die Ärzte nie wieder geben würde. Also das hätte mich total gewundert, wenn er das gleich annimmt. Hätte ich gedacht, oh, der ist ja noch verzweifelter als ich. Ich war ziemlich verzweifelt. Der Jones ist den Bach runtergegangen nach nur 2,5 Jahren und ich hatte einfach diese ganzen schlechten Kritiken satt und diese ganzen Ärztevergleiche satt. Und dann kam dieser Brief und dann habe ich gesagt, was soll das jetzt? Also jetzt erst recht nicht. Das hat er dann später auch mal zugegeben, hauptsächlich weil er Angst hatte, das wird peinlich und das funktioniert nicht. Nicht, weil er jetzt gar keine Lust hatte. War in dieser aber nicht locker und hat mir halt seine 5 Songs, die er geschrieben hat, vorgespielt. Und er hat dann selber angefangen, Stücke zu schreiben und wir haben gemerkt, so, ey, da kommt noch was raus. Und das ist sogar ganz geil. Also vielleicht sogar besser als früher, womit man am Anfang ja nicht gerechnet hätte. Es war innerhalb von Sekunden wieder da. Genau das, was mir all die Jahre gefehlt hatte. Dieses blind verstehen und sofort irgendwas kreieren können. Womit man auch weiß, dass man auch damit zufrieden ist. Dass man auch in 100 Jahren noch damit zufrieden sein wird. Dann haben wir dieses Album rausgebracht, Die beste Menschengestalt, und haben Deutschland atomisiert. Das war ganz cool eigentlich. Schönes Gefühl. Die Ärzte melden sich knapp 5 Jahre nach ihrer Auflösung mit einem Paukenschlag zurück. Schrei nach Liebe, die erste Single von Die Bestie in Menschengestalt, ist lauter, härter und direkter als alles, was die Ärzte zuvor gemacht haben. Und vor allem politisch, hochbrisant und aktueller denn je. Ein Statement, das bis heute nachhallt. Und dann 93, eben nach dem Fall der Mauer und nach Hoyerswerda und so Sachen, da konnten wir halt nicht mehr die Schnauze halten. Da mussten wir halt mal wirklich deutlich Farbe bekennen. Und auch so deutlich, dass das bis heute angehalten hat. Ja. Seid ihr jetzt eine politische Band? Wir sind eine politische Mockerband ohne Ende. Hatten sich die Ärzte in ihren Anfangstagen noch selbst in ein relativ enges thematisches Korsett gesteckt und gerade politische Statements in ihren Songs ausgeklammert, ist das seit der Reunion endgültig vorbei. Bei den Ärzten geht auch das jetzt und sogar noch viel mehr. Jetzt sind wir irgendwie quasi der Stammtisch unter den deutschen Bands geworden. Gebt uns ein Thema, wir schwadronieren darüber. Weißt du noch, wie es früher war? Früher war alles schlecht. Der Himmel grau, die Menschen mies. Die Welt war furchtbar ungerecht. Wir können jetzt halt alles machen bei den Ärzten und das ist schon cooler. Das ist, meiner Meinung nach hat aber auch damit zu tun, dass wir einfach schon so viel gemacht haben. Und da wir eben uns nicht gerne wiederholen, suchen wir halt nicht nur nach neuen Themen, sondern auch nach musikalischen und inhaltlichen und auch lyrischen neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Und so kommt man dann halt auch zu dem, was ich mal ganz arrogant Weiterentwicklung nenne. Au Backe, alles ist schlimm, alles wird noch schlimmer. Anfängliche Zweifel, ob es überhaupt noch Leute gibt, die die Ärzte hören wollen, verfliegen ziemlich schnell. Das Comeback-Album steigt auf Platz 2 der Charts ein und hält sich dort 54 Wochen lang. Eine anfänglich viel zu kleine Tour muss verlängert und in wesentlich größere Venues verlegt werden. Die Ärzte sind auch 93 noch genauso relevant und heilsam für die deutsche Popkulturseele wie zu Beginn ihrer einzigartigen Karriere. Gott. Ach, wieso ist Dani eigentlich nicht mehr unterwegs? Bevor die Ärzte aber ein spektakuläres Comeback starten, neue Platten aufnehmen und Live-Konzerte spielen können, muss das Duo Farin und Bela erstmal wieder aufgestockt werden. Wie machen wir das? Wieder als 3-Mann-Band. Das war dann auch ziemlich schnell klar. Und wer soll dann Bass spielen? Und da kam eigentlich bei näherer Betrachtung nur Rod in Frage. Das einzige Problem war, dass Rod natürlich völlig überqualifiziert war, weil Rod spielt deutlich besser Gitarre als ich, also bis zum heutigen Tage. Als er mich dann fragte, war mein erster Gedanke überhaupt nicht so, oh, jetzt Bass spielen, weil ich hatte ja vorher schon Bass gespielt in anderen Bands und ich musiziere halt einfach gerne und ich glaube, dann ist es egal, was mir gibt. Ich werde schon irgendwie auf allen möglichen klarkommen. Ich versuche da das Beste rauszuholen.
Selbst auch aus einer Blockflöte wahrscheinlich. Brod hat bereits vorher zusammen mit Bela bei dessen Ärzte-Nachfolgeprojekt Deb Jones gespielt und will unbedingt weiter mit ihm Musik machen. Es ist also relativ schnell klar, dass er sich auf das Experiment Ärzte einlassen würde. Allerdings macht er seine Teilnahme von einer Bedingung abhängig. Es gab von mir zumindest, also die ich für mich als Bedingung festgesetzt hatte, und das hatte ich auch damals Bela und Farin auch erklärt, dass ich auf keinen Fall jetzt in so einer Art Coverband da spielen will, die nur irgendwie die alten Hits da mal zum Besten gibt und jetzt damit irgendwie durch die Lande zieht, um noch ein paar Mark zu verdienen irgendwie. Das hätte ich ziemlich arm gefunden, aber die Angst haben sie mir relativ schnell genommen, weil es war von ihnen von vornherein klar, wir wollen ein Album machen, wir machen neue Musik und wir wollen, dass du auch Input da reingibst. Ich möchte eine Welt, in der Würmer und Insekten endlich wieder schmecken. Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Eigentlich hatte ich überhaupt kein klares Bild. Also ich wusste nur, dass wir mit den Ärzten wahrscheinlich volle Konzerte haben werden. Nicht ausverkaufte, aber vollere Konzerte. Das war etwas, wo ich dachte, so, das wird vielleicht mal wieder ganz geil. So auf der Bühne stehen und da sind Menschen, die irgendwie Stücke kennen und mitsingen. Zuerst hatte ich vielleicht auch erwartet, dass die Fans mich total ausbuhen werden, weil sie Hagen wieder haben wollen und so. Und da war das erste Konzert im PC 69 in Bielefeld. Und ich habe nicht ein einziges Buh, ich will Hagen zurück Plakat gesehen, sondern im Gegenteil, die Leute haben sich einfach, die waren so dankbar und haben sich einfach gefreut. Sie haben wirklich den Hagen nicht wirklich vermisst und haben mich ziemlich schnell auch akzeptiert, so als, das ist jetzt der Neue. Und der bin ich ja immer noch. Und seit der in der Band ist, hat sich die Dynamik einfach nochmal verändert. Also mit Sani, das war eine ganz andere Zeit, aber Hagen war schon so der Neutralisator. So hat Rod auch begonnen, aber jetzt ist er so, der ist sich seiner Sonderposition total bewusst. Also da prallen 3 Charaktere aufeinander, aber das gibt halt eine sehr schöne Mischung. Da hätten wir Gründungsmitglied Farin Urlaub, dessen Künstlername seinem Hobby entlehnt ist, nämlich in den Urlaub fahren. Mit bürgerlichem Namen heißt er Jan Vetter, ist Gitarrist der Ärzte, Sänger und eindeutig der Vielsongschreiber. Also so jetzt beim Stückeschreiben an sich kann ich mit Farin Urlaub gar nicht konkurrieren, weil er ist halt Pop und er hat Pop verstanden und er hat verstanden, wie Pop geht, wie man Harmonien komponiert, dass sie eine bestimmte Magie haben. Ich habe ja sonst keine Hobbys, ich habe keine Freunde, ich wohne ganz alleine in einem dunklen Raum. Ich mache halt immer nur Musik. Farin ist für sein Alter noch ziemlich rüstig. Farin ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Ein sehr guter Gitarrist. Eine Sache, die in vielen Zeitungen verschwiegen wird und die er selber auch nicht so richtig an die große Glocke hängt. Aber dafür hängt er andere Sachen an große Glocken. Er kann so wahnsinnig euphorisch sein. Also so, wenn er von etwas überzeugt ist, dann will er es auch ganz schnell haben. Also so wie so ein ungeduldiges Kind. Was natürlich manchmal nerven kann, aber oftmals eigentlich dazu führt, dass das auch passiert. Also viele Sachen würde man vielleicht schleifen lassen, wenn sich nicht wirklich einer dahinter klemmt. Ja, ich bin fleißig. Ja, die sind faul. Ganz einfach. Fleißig, faul, faul. So ist die Arbeitsteilung in der Band. Am allerbesten ist er wirklich, wenn er ganz so ist, wie er ist, wenn er sich komplett gehen lässt und wir halt dann wirklich ungefiltert total durchdrehen, durchspacken können. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Fotze. Oh, what fun it is to ride in one horse open. Tinte! Diese Begeisterung ist oftmals sehr ansteckend. Ansonsten ist er ein seelisches Wrack. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, vielleicht hätte er mal einen Schluck Alkohol trinken sollen. Am besten funktioniert aber Farin in Kombination mit Bela und umgekehrt. Diese beiden unterschiedlichen Typen sind das, was die Ärzte damals ausgemacht hat und auch heute immer noch ausmacht. Wir haben Anfang der 90er beide die Erfahrung gemacht, dass wir völlig losgelöst von den Ärzten einfach, weiß ich nicht, einfach auch, da fehlt uns einfach diese gegenseitige Kontrollinstanz. Es ist dann halt so, diese Jagger, Richards, Lennon, McCartney, Urlaub Felsenheimer, es gibt so eine Yin und Yang Konstellation, die gehören dann zusammen. Bela B. Sein Künstlername ist eine Reminiszenz an den Gruselfilmdarsteller Bela Lugosi. Das B steht für Barney. Bela ist ebenfalls Gründungsmitglied der Ärzte und trommelt. Zusätzlich singt er noch und ist der Mann für krude Songideen. Er hat sich ja selbst besungen als loyal, aber dumm.
Wobei man da das dumm weglassen müsste. Er ist ein sehr loyaler Mensch auf jeden Fall. Das schätze ich an ihm total. Er ist ein wunderbarer Mensch. Das ist total kitschig, aber er ist total einfühlsam. Ich bin schon eher verkopft und denke über Sachen sehr nach und auch sehr gründlich nach und habe dann auch immer eine sehr dezidierte Meinung. Und er kommt dann manchmal so überraschenden Sachen um die Ecke. Eine dieser überraschenden Sachen ist, dass Bela im Stehen trommelt. Damit gehört er zu einer weltweit sehr überschaubaren Gruppierung von Schlagzeugern. Die Idee dazu kam schon zu Beginn der Ärzte-Ära, als sich Bela und Farin mal wieder ihre berühmt-berüchtigten Wortgefechte auf der Bühne liefern. Matzke von Vielklang, mit dem ich auch sehr gut befreundet war, und der sagte dann irgendwann zu mir, ob ich nicht mein Schlagzeug irgendwie nach vorne stellen will, weil man mich eigentlich hinten am Schlagzeug gar nicht sieht. Wenn man mich sprechen hört, dann wundern sich die Leute, wo die Stimme herkommt. Und vielleicht wäre es ja sogar eine Variante, ob ich nicht im Stehen spielen könnte. Die finale Erleuchtung kommt bei einem Stray Cats Konzert, das Bela wenig später besucht. Deren Drummer Slim Jim Phantom spielt ebenfalls im Stehen. Bei der nächsten Probe, 1-2 Tage später, habe ich dann mein Schlagzeug so hoch wie möglich eingestellt und teilweise dann auch haben wir es dann, weiß nicht, alle möglichen Sachen gemacht, damit ich im Stehen spielen kann. Weil ich Schlagzeuger bin. Der Bela ist so ein Hans Dampf in allen Gassen, kann man das sagen, auch vom Charakter. Also er ist so, er besitzt mehrere Gesichter. Also er kann schon mal extrem liebevoll sein, dann aber auch total ätzend und gefühlskalt und brutal. Und ja, er ist einfach ein Star. Also wie ein Star halt so, was ein Star für Charakter braucht, das hat er. Ich bin ein Kunstwerk, ganz klein, will gar nichts anderes sein. Er hat ein paar Eigenschaften, die mir total auf den Sack gehen. Er arbeitet aber dran und umgekehrt habe ich, glaube ich, auch sehr viele Eigenschaften, die ihm extrem auf den Sack gehen. Da arbeite ich aber nicht dran. Hier, fuck off, Bela. Am Bass der Ärzte befindet sich nun seit fast 15 Jahren und damit länger als die anderen Ärzte-Bassisten zusammen Rodrigo González, von Bela einst liebevoll als Quotenchilene der Band tituliert. Rod singt ebenfalls und ist sowas wie ein musikalisches Genie. Als Musiker in der Band schätze ich am meisten an ihm, dass er so ein richtiger Musiker ist. Also ob das jetzt ist, dass er einfach jedes Instrument beherrscht. Also er spielt besser Schlagzeug als Bela, er spielt viel besser Gitarre als Icke, er spielt besser Bass als Icke, klar. Er spielt Keyboards, was keiner von uns anderen beiden kann. Er kann perfekt Noten lesen und schreiben. Hi. Wer ich bin, muss ich einfach nicht mehr sagen. Naja, Rod hat eine extrem coole Art, extrem so weltmännisch und kann dann irgendwie so mit einem Satz plötzlich irgendwie so einen super trockenen Satz irgendwie mich explodieren lassen. Also so nicht vor Wut, sondern vor Gelächter. Also. Ach, bin ich froh, dass ich ein Junge bin, dass ich ein Junge bin. Der hat halt eine sehr trockene und reservierte Ansicht vom Leben, die gerade Jan und mich auch dann oft mal wieder auf den Boden holt. Bela und ich haben uns ja öfters mal in der Wolle, weil wir sind beide extreme Extremisten. Also extreme Extremisten wohlgemerkt. Und er hat dann genau diese Ansicht und die ist auch die einzig richtige. Und ich bin aber noch schlimmer, ich sage nein. Und ich rede halt noch mehr als er. Und dann ist er halt so das Orakel in der Mitte und sagt so, Jungs, ihr irrt beide, denn... Und das ist halt total klasse. Rod fügt sich trotzdem schnell in die Band ein und wird dem Niveau seiner beiden Mitstreiter angepasst. Klar, dass dann Leute, die die Band nicht auf dem Zettel haben, mich auf einmal im Fernsehen sehen und sagen so, ach, das bist du? Ja, ich wusste ja gar nicht, dass du irgendwie so... dass du so irgendwie auch daneben hauen kannst oder dass du irgendwie so dich so daneben benehmen kannst. Der da hinten, der gerade runterkommt mit Stöckern in der Hand und einen tierischen Gemächt zwischen den Schenkeln. Gott, es wird im Fernsehen übertragen. Deine Mutter schaut zu. Meinte natürlich sein Penis. Für meine Eltern bin ich erwachsen, kann machen eigentlich, was ich will. Und hat auch ein paar Jahre gedauert, bis sie akzeptiert haben, dass ihr Sohn jetzt Musiker wird und eben kein Akademiker. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo mein Vater dann irgendwann so ganz stolz irgendwann zu mir kam und dann auch anerkannt hat, das, was du machst, ist wirklich ein Beruf und so. Und ich bin stolz auf dich. Und dann dachte ich auch so, ja, Papa, siehste. Fakt ist, seit 1993 werden die zwei Extremisten und Gegenpole Farin und Bela von Rod perfekt ergänzt. Die schwierige Rolle des dritten Mannes bei den Ärzten ist endgültig besetzt und macht damit endlich eine funktionierende Demokratie möglich. Definitiv alle Entscheidungen werden zu dritt getroffen und was natürlich sehr praktisch ist, weil es immer eine Mehrheit gibt. Wie diese heilige Dreifaltigkeit live den größten Unsinn verbreitet, wieso zu großer Erfolg auch gleichzeitig ein Fluch sein kann und alles über das aktuelle Album Jazz ist anders, gleich im 5. Teil von MTV Masters Die Ärzte. Thank you.
ganzen Gründen, mit diesem Konzept nicht zu proben, nur zu quatschen und trotzdem reich und berühmt zu werden. Farin sagte, na nee, ich will es nicht. Ich habe Angst davor. Damals hieß ich ja noch nicht Farin, sondern Dieter. Aber ich habe ihn überredet und das ist aus uns geworden. Der Erfolg der zweiten Ärztephase ist längst um ein Vielfaches größer als der vor der Trennung im Jahre 88. Das sieht man nicht nur an den Platten- oder Merchandise-Verkäufen, sondern vor allem an den immer größer werdenden Live-Konzerten. Ärzte-Shows sind mittlerweile Massenevents. Das hat teilweise schon so eine bizarre Größenordnung angenommen. Also du denkst, das kann jetzt nicht sein, dass wir so viele Konzerte spielen. Also was ich immer wieder gerne sage, wir spielen jetzt 3-mal in der Westfalenhalle. Das sind echt viele Leute und das sind nicht mal Berliner. Ein Phänomen, das bei den Ärzten zu beobachten ist, die Fans bleiben der Band nicht nur über all die Jahre treu, sie wachsen auch noch ständig nach, wodurch die Fanmasse exponentiell zunimmt. Kein Wunder, dass die Konzerte immer größer werden. Inzwischen haben wir teilweise Eltern mit Kindern im Publikum und ein sehr breites Spektrum. Also inzwischen können sich auch Hip-Hopper auf uns einigen und Metal-Fans und sonst was. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das Schöne ist, dass die ersten 5 Reihen seit 1984 absolut identisch aussehen. Man hat euphorische, sehr junge Teenager. Bunte Teenager. Aber mittlerweile, liebe Kritiker, ob es euch passt oder nicht, haben wir auch 70 oder sogar 100 Reihen bei unseren Konzerten. Und das ist wirklich so nach Alter gestaffelt. Also ganz hinten stehen die gesagt haben, ja, früher waren sie besser. Genau. Aber sie kommen trotzdem. In der Hoffnung, dass wir doch nochmal Teenager-Liebe spielen. Dass sich so ein Ärztekonzert auch nochmal als Event rumgesprochen hat, dass viele Leute da hingehen und hinwollen, weil sie einfach Things to Do Before I Die irgendwie Ärztekonzert gesehen Genau, haben. Ich muss mal diese 3 Stunden irgendwie die drei Klotzköpfe da auf der Bühne gesehen haben. Und was die uns da irgendwie so, was sie präsentieren, das ist so ein bisschen wie, jetzt kommt der Rummel in die Stadt. Ich starte ein eigenes Lager und mit 3 Löcher rein. Ich dachte, auf der Party ist wohl besser Clown zu sein. Und ich glaube, wenn die Leute uns einmal live gesehen haben, dann lachen sie sich tot und sagen, das kann ich auch. Ja, total verhunzt den Scheiß, aber wenn Farin nur mal Angst hat... Ja. Wir haben ja ziemlich viele Erstlinge bei unserem Konzert, die sind halt für immer versaut. Also die denken dann halt so, wow, so sind also Konzerte. Das weiß ich tatsächlich aus E-Mails, die wir gekriegt haben. Und die gehen dann zu normalen Bands und sagen, voll langweilig. Die spielen ja nur ihre Lieder. Die spielen ja nur So. 45 Minuten. Ja, das auch noch. Also da kommen ganz viele Sachen so, ich denke, ein Konzert geht ganz anders. Und dann kommen sie wieder zu uns und so, ja, so sind Konzerte. Ärztekonzerte sind bekannt für ihren hohen Unterhaltungswert. Die Setlist ändert sich jeden Tag, die Textzeilen der Songs sowieso und auch die Versionen, in denen die eigenen Hits dargeboten werden. But I didn't spiel Blackjack, Jack, Jack. I smoked the Tütchen, but I didn't smoke no crack, crack, crack. Leute, die eine umgekehrte Sozialisierung erfahren haben, die stehen bei uns erstmal so eine Stunde lang und denken so, Das kann doch nicht sein, dafür Geld bezahlt. In der 2. Stunde sind sie schon so wohlwollend und in der 3. Stunde sind sie hemmungslose, schwitzende, heulende, kreischende Erwachsene. Fangeflubber. Das ist so. Also das ist halt so, aus Mangel an Hits und wirklich Originalität schaffen wir es einfach durch Quantität, die Leute zu überzeugen. Genau. Dies ist ein Lied für dich. Noch eine Besonderheit. Ärztekonzerte dauern meist um die 3 Stunden, was weit über der Durchschnittslänge anderer Konzerte liegt. Obwohl die Ärzte bis heute rund 30 Tourneen und insgesamt um die 900 Konzerte gespielt haben, schleicht sich keine Routine ein. Also ich habe immer Lampenfieber, bis es losgeht. das ist so eine Vorfreude. Also am ehesten kann ich die vergleichen damit, was ich früher hatte, kurz bevor der Weihnachtsmann kam. Dann ist halt nur noch warten und du hörst von draußen so. Ich durchlebe da tatsächlich so eine komplette Entwicklung.
Irgendwie so. Der Start ist meistens natürlich frenetisch und ein Hammer, weil wir da ja natürlich auch irgendwie auch dramaturgisch irgendwie da so Hammer-Songs hinsetzen und bist voll aufgedreht irgendwie und weißt genau, du hast 3 Stunden noch vor dir am Anfang des Konzerts und dann sind es nur noch 2 Stunden und du gibst immer mehr Gas irgendwie und du willst irgendwie so, ja, da geht noch was. Ja, das ist das Schöne, tatsächlich dadurch, dass wir so lange spielen. Wir sind, also ich glaube, das geht uns allen so, wir sind mittlerweile viel entspannter. Also selbst wenn man jetzt irgendwie merkt, oh, nach dem 3. Stück ist jetzt auch nicht mehr so eine Euphorie, so, wir kriegen euch noch. Kennt ihr das? Das sind so Leute, die kommen zum Konzert und sagen so, nee. Ich könnte ja Spaß haben. Nee, mein Lieber. Ohne mich, ich singe auch nicht mit. Das haben sie jetzt davon. Und dann spielst du einfach mal so weiter und erzählst ein bisschen Müll und irgendwann merkst du, so in der 2. Stunde ist echt mehr los als in der 1. und in der 3. stehen Leute wirklich Kopf. Müll erzählen und Blödsinn machen. Das zeichnete schon damals die Konzerte der Ärzte aus und tut es heute auch noch. Jeder wird sich wohl schon mal bei einem Ärztekonzert amüsiert haben. Spätestens dann, wenn die Ansagen wieder ins Absurde abdriften oder sympathisch alberne Mitmachspielchen die Geduld ordentlich auf die Probe stellen. Und nur die Männer! Und nur die Frauen! Und nur die Katholiken! Und nur die Anti-Alkoholiker! Und nur Leute, die an den Geschlechtsteilen gepierst sind! La 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 la. Oh. Die Ärzte machen sich aber nicht über ihre Fans lustig, sondern sie lachen mit ihnen. Farin, Behler und Rott stellen sich auf eine Ebene mit dem Publikum und zeigen, dass sie genauso bescheuert oder cool sind wie jeder andere auch. Ihr fragt euch, woher kommen Sie? Warum haben Sie Instrumente um den Hals und Mikrofone vorm Gesicht? Spielen die auch Musik? Ja. Der, die, das. Natürlich wissen die Ärzte ihre Fans und ihr Privileg, vor so vielen Menschen spielen zu können, zu schätzen. Es fing an, als sie mich anrief, da war ich gleich verloren. Es gibt kaum was Schöneres, als wenn man sich irgendwo ein Lied ausdenkt und dann wieder natürlich auch so eigene Gedanken und Gefühle da reinlegt und dann macht man die Musik dazu und dann kommt das irgendwann raus und dann gehst du so ein Jahr später oder vielleicht sogar 2 Jahre später auf Tour und singst das Lied und vor dir stehen Leute und singen das verzückt mit, als wären das wirklich ihre eigenen Gedanken. Und das ist total, das ist so ein Gefühl, das ist echt so, wow. Sing mit! Jeden Tag sitzen. Da ist tatsächlich dann auch die Größe nochmal ein entscheidender Faktor. Also wenn das 500 Leute machen, ist schon Gänsehaut. Wenn das 20.000 Leute machen, dann denkst du echt so, yes! Für die Ärzte ist Konzerte spielen definitiv das Schönste an ihrem Job. Quasi die Entschädigung für all die Anstrengungen, die man als Band von solcher Größenordnung auf sich nimmt. Du willst nicht den ganzen Tag im Bus sitzen, du willst auch nicht jede Nacht in irgendeinem komischen, auch wenn es teuer ist, Hotel übernachten. Du willst auch nicht zum 100. Mal im Interview erklären, warum du jetzt die Gitarre spielst. Du willst eigentlich nur spielen. Letztendlich müssen wir zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein, um was Bestimmtes zu tun, was Leute von uns erwarten. Also ist es streng genommen auch Arbeit, aber wir empfinden das nicht so und deshalb würden wir das auch nie so nennen. Ganz einfache Dinge fallen dabei trotzdem manchmal weg. Also früher hat man ja gerne mal noch gefeiert und zwar jeden Abend. Das geht mittlerweile bei uns nicht mehr, weil wir sind so eine Riesenband, dass wir nicht mehr mit unseren besten Kumpels, in Anführungsstrichen die Crew, noch nach den Konzerten noch groß feiern können, weil die natürlich einen ganz anderen Nightlinern, einen ganz anderen Arbeitsrhythmus haben. Und da sind nur noch wirklich ganz, ganz wenige Tage innerhalb so einer Tour, wo man mal zusammenkommen kann und sagen kann, so, ey, komm, wie früher wieder um die Häuser ziehen mit meinem Backliner oder so. Das ist ganz, ganz selten geworden. Leider. Also das muss ich leider sagen. Natürlich ist das Rockstar-Dasein nach wie vor ein Traum. Für Außenstehende aber manchmal schwer nachvollziehbar ist, dass auch das Musikmachen letztendlich ein Beruf ist. Zwar ein privilegierter, aber eben auch mit Verpflichtungen. Vor allem, wenn man Chef seiner eigenen Plattenfirma ist. So wie die Ärzte, die sich zu diesem Schritt 1998 entschließen. Weil wir ständig neu erklären mussten, immer neuen Mitarbeiter der immer kleiner werdenden Plattenfirma Metronom.
warum wir gewisse Dinge nicht machen und warum wir das so und so sehen. Und es war dann so anstrengend und hat so viel Zeit in Anspruch genommen, Zeit, die wir nicht verbringen wollten, dass wir gesagt haben, wir finden Auswege, indem wir unser eigenes Label gründen und haben dann Leute, denen wir nichts erklären müssen. Oder wenn dann nur einmal und nicht jedes Jahr wieder. Der Vorteil, man arbeitet komplett autark und ist niemandem mehr Rechenschaft schuldig. Man gibt nur noch Interviews, die man auch geben will, man veröffentlicht Singles, die man selbst für richtig hält oder macht einfach gar nichts, wenn man keine Lust hat. Der Nachteil, die komplette Verantwortung für jeden Schritt der Band liegt in den eigenen Händen. Somit auch die Entscheidung über eventuellen Erfolg und Misserfolg. Mit dem 98er Album 13 sind die Ärzte erstmals auf sich allein gestellt. Und wollten dann nichts falsch machen und haben uns eine Promotour aufgeheizt. Also Promotour ist, wenn man das Album fertig aufgenommen hat, bevor es rauskommt, dass man halt rumfährt, so wie wir jetzt irgendwie Fernsehsender besucht und Radiostationen und Zeitungen und mit denen darüber redet, was man gerade gemacht hat. Sag mal, wie war denn dein Stuhlgang so gerade? Mein Stuhlgang, also eigentlich rede ich ungern darüber. Er war fester Natur, aber er war auch irgendwie glücklich, aus mir raus zu sein. Hatte ich ein bisschen den Eindruck. Und Geruch war mehr so streng, bitter oder mehr so süßlich, säuerlich? Ja, es war eine ganz interessante Duftnote. Also es hatte was Harziges, was von Wald und alter Lichtung, sehr alter Lichtung. Das ist die ersten 3 Stunden echt spannend. Und dann kamen halt noch ein paar Wochen, wo es nicht mehr so spannend war. Wo wir aber immer zusammenhocken und wir haben damals auch den Fehler gemacht, so wir sind eine Band, wir machen alle Interviews zusammen. Und dann kam halt eben der Strychnin-Gedanke auf. So, Rott, wenn du jetzt noch einmal sagst, das ist ein wichtiges Album für uns, dann hau ich dir einfach richtig in die Fresse. Wir wollten halt wirklich alles richtig machen und haben dann halt wirklich deutlich mehr gemacht, als wir müssen. Also auch bis an die Grenze der Belastbarkeit und drüber hinaus. Also es war wirklich. Und dann sind wir direkt wieder auf Tour gegangen. So in den letzten 2 Wochen der Tour kriege ich irgendwann und habe echt so roten Ausschlag auf dem Arm, weil ich nicht mehr konnte. Hallo mein Schatz, ich liebe dich, du bist die einzige für mich. Ironie des Schicksals. Das stressigste Jahr der Ärzte ist auch gleichzeitig das erfolgreichste der Bandkarriere überhaupt. Sowohl ein Schwein namens Männer als auch das Album 13 erklimmen die Spitze der deutschen Charts und bewegen sich von dort auch nicht mehr so schnell weg. Aber dieser Erfolg kann nicht ganz über die Krise hinwegtäuschen, in die sich die Ärzte manövriert haben. Es wird zwar nicht direkt ausgesprochen, aber die Band steht kurz vor einer erneuten Auflösung. Wir haben uns in diesem Jahr, ich glaube, 14 Tage nicht gesehen, so verteilt auf 365 Tage. Und das war, was soll ich euch sagen, ihr habt mir nicht gefehlt. Schon eine echte Prüfung. Allerdings reicht ein voneinander Abstand nehmen, um das Schlimmste zu verhindern. Das sind die Schattenseiten des Ruhms, der goldene Käfig, den wir nie gewollt haben. Jetzt haben wir einen Platin-Käfig. Gold- und Platinscheiben haben die Ärzte inzwischen mehr als genug. Geschätzte 25 Millionen Tonträger haben sie in ihrer Karriere bisher verkauft. Einhergehend mit diesem Erfolg kommen immer wieder dieselben Vorwürfe auf. Kommerzschweine heißt es oder Ausverkauf. Und ist das überhaupt noch Punk? Was sagt denn deine Rolex? Rolex sagt irgendwie 10 vor Siemens. Also hungrig will ich auf gar keinen Fall einen Mercedes kaufen gehen. Dabei schielen die Ärzte nicht mal ernsthaft nach der großen Masse. Sie gehen weder zu den angesagten Preisverleihungen und Promi-Partys, sie schalten so gut wie nie Werbung für ihre Platten oder Konzerte und spielen auch keine publikumswirksamen Betroffenheitsgroßveranstaltungen. Das ist ehrlich gesagt eine müßige Frage. Seid ihr noch Punks? Nach normalem Verständnis sind wir natürlich keine. Wir haben irgendwie Milliarden auf unseren Konten und machen Soloalben, die wir für Milliarden verkaufen. Wir sind eine erfolgreiche Band, die vor Tausenden von Leuten spielt und das hat mit Punkrock nichts zu tun. Aber aus unserem Verständnis heraus sind wir es natürlich schon, irgendwie, weil wir machen, was uns gefällt und was uns Spaß macht. Auf Ausverkauf und Punkverrätervorwürfe reagieren die Ärzte wie eh und je gelassen mit Selbstironie. Weißt du noch, als wir damals in Piccadilly irgendwie rumgecruised sind mit unseren Rolls-Roycen? Dann ist mir immer nach Punkrock. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Alles, was wir brauchen, ist ein Schloss, ein Fuhrpark, ein Parkplatz für unsere Rolls-Royce. Trotz ihres Rock'n'Roll-Übermensch-Status bewahren sich die Ärzte ihr ganz persönliches bisschen Anarchie und Unberechenbarkeit. Sie spielen Geheimgigs in winzig kleinen Clubs und informieren ausschließlich Fanclub-Mitglieder. Sie verkaufen im Handel nicht erhältliche Punkrock-EPs auf Konzerten oder koppeln Singles aus, die unter kommerziellen Gesichtspunkten gar keinen Sinn machen, wie zum Beispiel das 30-Sekunden-Stück Yoko Ono. Sie will nur sein Geld.
Selbst vor allergrößtem Aufwand wird nicht zurückgeschreckt, nur um mehr oder weniger sich selbst zu beglücken und Verwirrung zu stiften. Gab mal ein Stück, Dinge von denen, wo wir ein Video zugedreht haben, in dem Bela nicht auftauchte. Wenn du zu der Zeit auf unsere Bademeister-Website gekommen bist, war Bela nicht da. Er war aus den Plattencovern schlecht rausretuschiert, er stand in den Bios nicht mehr drin und ich fand echt so, was ist denn jetzt los? Eine komplette Irritation, so, ja. Und sowas, das ist Freude für uns, das ist eine tierische Arbeit. Das sind Dinge, von denen ich keine Ahnung haben will. Und sowas machen wir halt total gerne. Das ist, also wie viele Platten verkaufst du wegen sowas? Keine einzige, aber du hast halt irgendwie so Konfusionen gestreut und das ist sehr schön, das macht Spaß. Ja. Genau darum geht es bei den Ärzten nach wie vor. Das zu tun, was man will und Spaß dabei zu haben. Auch wenn das die Masse nicht mal unbedingt mitbekommt. Wisst ihr, was das Wichtigste ist? Wir machen die Sachen ja für uns selber. Ja. Wir sind unsere größten Fans und wenn einer von uns eine gute Idee hat, also das geht ja auch nicht, dann freuen sich die anderen beiden darüber, weil das die Band an und für sich weiterbringt. Die Ärzte sind immer noch das gute Humorgewissen der Musiknation. Immer an der Grenze zum Absurden entlangschlitternd und mit dem Mut zur Albernheit. Allerdings nehmen sie das Musikmachen durchaus ernst. Bei all dem Spaß übersieht man manchmal, dass die Ärzte großartige und vor allem relevante Musiker sind. Spätestens mit dem kongenialen Rock'n'Roll-Realschule dürften sie auch den letzten Kritikern bewiesen haben, dass sie längst über das Drei-Akkorde-Klischee hinausgewachsen sind. Auch das neue Album Jazz ist anders hat es in sich. Alles darüber gleich im letzten Part von MTV Masters, die Ärzte. Es ist vorbei. Der konsequente Schritt in die Unabhängigkeit hat den Ärzten in den letzten Jahren neben jeder Menge Erfolg mindestens genauso viel Stress gebracht. Zwar bewahrt man sich den Spaß dank Konzerten und lustiger Aktionen, trotzdem bremsen geschäftliche Verpflichtungen die Freude an der Band. Nach gefühlten 1000 Jahren Ärztepause und Abermillionen von Mutmaßungen über das besiegelte Ende der besten Band der Welt entscheiden sich die drei Herren aber doch zum Weitermachen. Und hat sich einfach richtig angefühlt und gut angefühlt. Wir haben diese Silvesterkonzerte gemacht und das war schon ein bewegender Moment. Also ich sag's ungern, weil ich bin ja nicht so ein sentimentaler Typ. Dann wussten wir, okay, machen wir, beglücken wir die Welt halt ein weiteres Mal. Mein Gott, auch wenn es langweilig ist. Der Entschluss steht also, ab ins Studio nach Berlin. Um die vielen Jahre der gemeinsamen Schaffenspause zu überbrücken, muss als erstes Ursprungsforschung betrieben werden. Was ist es, das die Ärzte ausmacht? Alles soll neu sein und auch ein bisschen wie früher, aber eben besser. Wichtig ist tatsächlich jetzt nach dieser langen Pause, als wir uns wieder getroffen haben, dann wirklich zu sehen, irgendwie, was müssen wir unternehmen, dass wir wieder auf die essentiellen Werte der Band zurückkommen. Und sprich, Dinge aus Scheiß machen und Spaß daran haben. Wir wollten nicht wieder ins selbe Studio gehen. Wir wollten nicht in so eine Routine wieder verfallen, wo es dann nach einer Woche schon wieder sich so anfühlt wie vor 4 Jahren. Da haben wir beschlossen, als erstes Dogma, wir produzieren die Platte selber. So, das nächste Ding war, als wir dann dabei waren, die Platte aufzunehmen, wurde uns immer mehr klar, dass wir es auch so nackt wie möglich auch machen wollten. Jeder ist auch über seinen Schatten gesprungen und hat sich auch wirklich Sachen gefallen lassen, was die anderen dann halt ausprobieren wollten. Und deshalb ist es klingt rauer, es klingt direkter, weil wir halt auch als 3-Mann-Armee des guten Geschmacks irgendwie so halt direkt auf die Leute zugehen, also wirklich zusammengerückt sind. Das war eine Arbeitsweise, die wir ewig nicht erlebt haben. Bei den Arbeiten zum Doppelstudioalbum Geräusch sah es teilweise so aus, dass Bela, Farin und Rott nicht gemeinsam Songs erarbeiteten, sondern den jeweils anderen schon fast fertige Werke aufdrückten. In der Regel war das früher immer so, dass man mittlerweile jeder von uns die Möglichkeiten hat, irgendwie sehr aufwendige kleine Produktionen zu Hause zu machen, dank Computer. Und was immer den Nachteil hatte, dass man, wenn man ins Studio gegangen ist und die Stücke vom anderen hatte, schon relativ feststand, was passieren muss. Und das so ein bisschen die anderen Nicht-Komponisten mehr so als Studiomusiker abgedrängt hat. Wir sind dichter zusammengerückt und es war dadurch eigentlich viel mehr so ein Gruppending als jetzt irgendwie, der hat einen Song, ich spiele das jetzt 1:1 nach wie auf seinem Demo.
Mit viel Liebe und Miteinander, quasi wie in einer Hippie-Arbeitsgruppe, basteln die neuen alten Ärzte fleißig im Studio vor sich hin und beweisen, dass das eigene Ego nicht über dem Gesamtkunstwerk Die Ärzte stehen muss. Mit Erfolg. Alle sind mehr als happy mit dem Ergebnis. Ich glaube, das war jedem von uns einfach wichtig, ein richtig geiles Ärztealbum zu machen. Wir sind so stolz auf das Album. Ich weiß, das ist die super Plattitüde, aber es ist halt wirklich so ein tief empfundenes Gefühl. Nun liegt es vor, das neue Ärztealbum, und wirkt erstmal ein bisschen anders als sonst. Zwar ist irgendwie aus jedem Dorf ein Köter dabei, es ist poppig, manchmal rau, experimentell, aber nicht immer auf den ersten Blick zu durchschauen. Zugegeben, die deutsche Musikgemeinde sollte in all den Jahren ein Gefühl für den Humor dieser Band entwickelt haben, doch diesmal machen es einem die Ärzte schwerer. Texte sind bewusst ambivalent formuliert und der ironische Bruch ist nicht immer so leicht zu erkennen. Beim Song Living Hell fragt man sich beim ersten Hören durchaus, wie im Himmel ist das denn jetzt gemeint? Aber hört selbst. Mein Leben ist die Hölle, ich kann nicht mehr, ich brauch kein Haus aus purem Gold, ich hab das alles nicht gewollt, ich brauch nur etwas Ruhe. Da wollte ich einfach mal so wirklich Verwirrung stiften. Bela hat das Stück richtig berührt. Er meinte dann so, ist das so, hat sich ja nicht getraut, so zu fragen. Ist das jetzt noch nicht so? Nee, ist nicht so. Das Lied an sich selber habe ich aber auch komplett als ironisch empfunden. Also das ist es auch. Es klingt natürlich nicht so, es ist aber komplette Ironie. Ausschlaggebende Inspiration für diesen Song ist übrigens Korn-Frontmann Jonathan Davis gewesen. Ich habe vor vielen Jahren in der Visions mal ein, keine Ahnung, 8-seitiges Interview mit dem Sänger gelesen und danach war mir einfach schlecht. Weil ich dachte, wenn jemand so privilegiert ist und so viel Glück gehabt hat im Leben und dann sich über alles beklagt, da stimmt irgendwas nicht. Und dann hat das so eine Weile in mir gegärt und ich habe mich natürlich auch selber hinterfragt, bin ich nicht auch manchmal so ein Jammerlappen, der eigentlich nicht zufrieden ist, weil könnte ja alles noch perfekter sein. Und habe dann gesagt, nee. Und habe aber dieses Lied gemacht. Letztendlich offenbart sich die Ironie des Songs als eindeutig, aber so ganz können auch die Ärzte die besungenen Schattenseiten des Ruhmes nicht leugnen. Auch wenn es Jammern auf hohem Niveau ist, wie sie selbst betonen. Aber privat ist man doch eben am liebsten privat. Das kann ja schon sehr nerven, erkannt zu werden, wenn man nicht erkannt werden will. Wenn du zum Beispiel gerade in ein Gespräch vertieft in einem Restaurant bist und dann kommt jemand an und dem ist es ganz wichtig, dass er dich jetzt unterbricht, aber du würdest eigentlich ganz gerne jetzt nicht unterbrochen werden und dann bist du so ein bisschen hinterhergerissen. Ich bin dann oft so, dass ich sage, nein, aus. Es gibt halt einfach schon Situationen, wo du halt einfach auch mal unerkannt sein willst und wo du halt einfach keinen Bock hast, dass dann irgendwie auf einer Party dann die Kamera mit Suchscheinwerfern dann auf dich zugeht. Klar, ich verstehe, dass Leute dann sehr aufgeregt sind und in dieser Aufregung einfach vergessen, irgendwie bestimmte Höflichkeitsformen zu wahren, wie Bitte zu sagen oder andere Sachen. Aber ich versuche dann relativ cool aus der Sache rauszukommen, ohne mich großartig erklären zu müssen. Kein Leben ist 200%ig perfekt, also und meins ist 198%ig perfekt, insofern. Die Vorteile überwiegen ganz eindeutig, nur manchmal denkst du wirklich so, hey Leute, wir machen nur Musik, wir haben die Welt nicht gerettet. Wir sollten doch eigentlich eher demütig und dankbar sein für alles, was wir erleben dürfen. Und ich meine, dass ich jetzt hier sitze nach 25 Jahren und hier ohne Krücken oder einem Pfleger reingekommen bin, dafür bin ich zum Beispiel schon mal sehr dankbar. Trotzdem, die Ärzte machen auch auf ihrem 193. Studioalbum noch ordentlich Spaß. Allerdings ist der Humor spärlicher gesät und häufig etwas subtiler eingesetzt als in der Vergangenheit. Beim Hören von Jazz ist anders ertappt man sich öfter bei der Frage, sind die alterslosen Berufsjugendlichen jetzt etwa doch noch erwachsen geworden? Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in der Werkstatt? Der gibt dir noch Maulschelle. Es war nicht unser Ziel, eine ernste Platte zu machen. Das sind die Texte, die wir schreiben, die uns einfallen. Sachen, die uns bewegt haben oder zu denen wir inspiriert wurden. Wir waren ja schon immer ziemlich breit gefächert und es sind ja auch noch die Klamauk-Hämmer dabei. Sie sind halt, ist halt ein bisschen mehr Platz dazwischen, aber wenn sie dann kommen, kommen sie halt auch umso schlimmer, wie ich finde. Gerade weil man dann nicht mehr so damit rechnet. Das mag vielleicht an der Reihenfolge der Songs liegen. Ich glaube, dass vielleicht manche Themen noch tiefer gehen, irgendwie so, als es vorher schon war. Also ein Lied wie Vorbei ist vorbei ist ein sehr positives Lied, aber viele Leute empfinden das auch ein bisschen als so ein Abgesang, irgendwie so, also so ein fatalistisches, wir werden eh alle sterben, also lass noch mal schnell irgendwie das Glas füllen. Weißt du, wir werden ja auch älter, also wir können ja nicht immer dasselbe Album aufnehmen. Und ich finde auch ganz gut so. Also ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich älter werde, weil die anderen Leute werden ja nicht älter. Wir haben so ein bisschen auch, aber wir haben es geschafft. Wir haben so ein bisschen auch den Spaß an der Schwermut entdeckt. Für uns.
Du hast dein Ziel erreicht und jetzt stellst du fest, dass du trotzdem nicht glücklich bist. Das wäre ja langweilig, wenn man jetzt einfach nach Schema F sagt, oh, was hatten wir für erfolgreiche Lieder, so eins mache ich jetzt wieder. Hat ja immer zur Folge, dass es einfach nie so gut wird, wie das, was man schon mal gut gemacht hat. Und wir uns auch als Komponisten ja auch weiterentwickeln wollen. Also klar, weil mit 43 willst du nicht mehr das Gleiche machen, was du mit 17 gemacht hast. Eine Sache ist aber gleich geblieben. Die Ärzte bestehen aus 3 Irren. Aus 3 Irren, deren Gehirne nach all den Jahren offensichtlich komplett gleichgeschaltet sind. Als sie sich im Studio gegenseitig ihre Demosongs zeigen, stellen sie fest, dass jeder von ihnen ein Lied über die Ärzte geschaffen hat. Wir haben die Stücke angebracht, die wir angebracht haben. Waren dann zum Beispiel überrascht darüber, dass jeder von uns ein Stück über uns gemacht hat. Aus verschiedenen Blickwinkeln. Also Bela aus der Zukunft, ich aus der dickeirigen Gegenwart und Rod halt so aus der Joke-Perspektive. Weil wir fanden es schon sehr seltsam, dass jeder von uns sich gemüßigt fühlte, irgendwie uns selbst zu thematisieren. Mag auch eine kleine Aussage über unseren eigenen Größenwahn sein. Und dann haben wir halt die EP, die nur uns behandelt, dem Album beigelegt. Und so, das sind halt Sachen, die kann man vorher nicht planen, die passieren halt einfach so. Das ist auch das Schöne an der Band. Die Ärzte können auch im 25. Jahr ihres Bestehens immer noch überraschen. Sich selbst sowie Fans und Kritiker. Eine deutsche Musiklandschaft ohne die Ärzte wäre definitiv eine ärmere. Und auch wenn Rod, Bela und Farin ihre Bedeutung runterspielen, zum Glück sind auch sie irgendwie untrennbar mit dem Schicksal dieser Band verbunden. Das ist halt das einzige Vernünftige, was wir mit unserem Leben angefangen haben bisher. Von daher, auf das neue Album bin ich tatsächlich super stolz. Das ist dann schon so was, wo wir uns als Band auch, also wo wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass quasi unser gesamtes Schaffen in dieses Album mündet. Und das ist dann ein sehr gutes Gefühl. Und du denkst, gut, wir mussten halt so lange Musik machen, um so ein Album machen zu können. Als die Ärzte sich vor 25 Jahren gründen, wollen sie eigentlich nur dem stagnierenden Punkrock eine neue Note hinzufügen. Fast aus Versehen ergänzen sie nebenbei die etwas dröge deutsche Popmusikwelt um ein buntes Kapitel voller Absurditäten, Provokationen und eine Vielzahl an Hits. Nach 25 Jahren, in denen viele andere Bands und Musiker gekommen und gegangen sind, stehen die Ärzte immer noch ganz oben, ohne an Kreativität und Einfluss eingebüßt zu haben. Sie spielen inzwischen in einer einzigartigen Situation der Narrenfreiheit. Sie machen die Musik, die sie wollen, irgendwo zwischen Chanson und Trash-Metal. Sie können machen, was sie wollen und sind trotzdem unglaublich erfolgreich damit. Und sie haben leidenschaftliche Fans, die ihrer Band überall hin folgen. Wir haben heute sogar noch viel mehr Erfolg. Also kommen viele Leute zu unseren Konzerten, aber ich fühle mich denen in keiner Weise überlegen oder sowas. Also wisst ihr, dass ich sage, ja, ist ja klar, dass die kommen, weil ich bin ja Popstar. Oder Rockstar. Ich denke dann immer noch so, eigentlich haben wir einfach nur verdammt viel Schwein gehabt. Sicher ist es auch diese Bescheidenheit, gepaart mit einem augenzwinkernden Größenwahn, die Prise Ernst und ganz viel Humor, der die Ärzte dahin geführt hat, wo sie heute stehen. Ein Ende der besten Band der Welt ist trotz des Erreichten hoffentlich noch lange nicht in Sicht. Rod hat mal in einem Interview gesagt, die Prämisse der Ärzte lautet, diese Band hält so lange, wie sie Spaß hat. Angesichts der wiederentdeckten Liebe zur Band und zur Musik und der Freude am neuen Album dürfte das durchaus noch eine ganze Weile so sein. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Das war's. Zurückspulen. Zurückspulen. Tschüss.